Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Huhu! Ich hoffe, ihr hört mich und ich winke euch auch gleich mal. So, hier so. Kameracheck 1 und Kameracheck 2. Guten Abend, ihr Lieben. Entschuldigt die geringfügige Verspätung. Ich bin heute ein bisschen am Rödeln, aber hier bin ich und ich hoffe, ihr habt Ton, ich hoffe, ihr habt Bild und es funktioniert alles soweit. Ich war ziemlich fleißig diese Woche, ich habe ziemlich tüchtig gebastelt. Ich bin sehr gespannt, was wir uns gemeinsam angucken. Sehr gut, die Annette hört mich schon mal. Die Karin schreibt, Bild ist schon mal gut, aber kein Ton. Ton und Bild gut. Gott sei Dank, Marina. Ja. Bei der Heike auch Bild und Ton gut. Dann funktioniert schon mal die Technik, das ist doch sehr schön. So, ihr habt es vielleicht im Shop schon entdeckt und ich hoffe, ich habe euch in dieser Woche nicht genervt, weil ich ja diese neue Shop-Funktion habe, bei der ich euch auch Bescheid sage, wenn neue Projekte in den Shop gewandert sind und ich baue die hier vor mir auch einmal hin, damit ihr sehen könnt, was neu ist. Es sind neue Stapelblümchen in den Shop gekommen und eigentlich liebe ich die so sehr, dass ich jetzt die anderen dazu auch noch mal ranholen muss. Und mit dieser neuen Benachrichtigung, für die ihr euch im Kundenkonto anmelden könnt, bekommt ihr halt immer sofort, also relativ sofort, ein paar Minuten Verspätung hat es schon, aber ihr kriegt relativ sofort Bescheid. Und ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn es dann mehr wird oder ich dann hinterher doch nochmal eine Mail schicke, weil dann nachts doch noch was Neues in den Shop kommt. Aber ich dachte, ihr seht mir das wahrscheinlich nach, denn wenn ich das nicht gleich mache, dann geht es halt einfach unter. Und irgendwie fällt mir das leichter, als das große Wort Newsletter irgendwie immer zu bedienen, weil wenn ich einen Newsletter schicken will, dann denke ich immer, Wunder, was ich da alles reinschreiben muss. Und dann schicke ich den nicht. Und diese neue Produktbenachrichtigungsfunktion, die habe ich selbst geschrieben. Das heißt, ich muss da die Bilder nicht extra einfügen, die sind schon drin und so. Und ja, ich schicke die einfach raus und hoffe einfach, ihr habt da euren Spaß dran. Und wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr drauf habt, könnt ihr euch jederzeit auch abmelden, könnt euch wieder anmelden. Nur mal so viel dazu. Und guckt mal, ich habe nicht so viel gebastelt wie zum Beispiel eine Katja. Eine Katja hat schon eine komplette Wiese beieinander. Aber auch ich kann hier schon so das eine oder andere Blümchen hindekorieren. Und ich bin im Moment noch ganz verliebt nach wie vor in diese einfache Machart. Und ihr dürft mir sehr gerne mal verraten, ob es davon noch mehr geben dürfte, weil ich jetzt sowohl natürlich Richtung Ostern gedacht habe und es ganz nett finden würde, wenn es so in dieser kleinen Höhe eben vielleicht auch noch ein paar Ostereier geben würde. Ich habe natürlich auch an einen kleinen Osterhasen gedacht, wirklich klein im Sinne von, der kann sich so ein bisschen zwischen der Wiese verstecken. Ein Vögelchen hätte ich auch noch auf der Agenda. Es ist noch nichts fertig. Es ist bis jetzt sind alles nur Überlegungen und grobe Skizzen. Hängt total davon ab, ob ihr überhaupt noch Lust auf solche Projekte habt, weil es ja von der Machart her dann doch immer sehr ähnlich ist. Ob ihr sagt, es geht euch gerade gut von der Hand und ihr habt Lust auf mehr, dann gäbe es in der Richtung vielleicht noch was. Aber ich habe mich auch in andere Richtung verleiten lassen, das seht ihr hier. Und zwar habe ich hier einen Wunsch von der Cornelia erfüllt. Ich hoffe, dass jetzt nicht die meisten von euch sagen, oh Gott, schon wieder ein Wabenprojekt. Es gab letztes Jahr so viele Wabenprojekte. Ja, aber dieses hier ist besonders und es war für mich auch ein ziemlicher Aufwand, weil es viele Teile sind, die geklebt sind. Zeige ich euch auch gleich noch ganz in Ruhe. Möchte ich heute vor allem mit euch dekorieren, kann man theoretisch noch einen Magnetverschluss anbauen, dafür hätte ich die Teile auch geplottet. Das heißt, ich bastel heute kein ganzes Projekt, ich wollte euch mehr das zeigen, was irgendwie fertig geworden ist, diese Woche in den Shop gewandert ist, was der Hintergedanke bei diesem Sockel-Podest-Teil ist, weil das ist, glaube ich, am ersten Blick nicht so ganz offensichtlich.
und dachte, wir tüddeln einfach so ein kleines bisschen hier vor uns hin und gucken mal so ein bisschen, wo uns die Reise hinführt. So. Jetzt bin ich auch schon im Wochenende angekommen. Das heißt, es ist für euch hoffentlich genauso, dass jetzt einfach der entspannte Teil des Wochenendes beginnt. Ich lese unter anderem den Rudi, der fragt nach neuen Tunnelkarten. Die kommen auf jeden Fall, Rudolf. Ganz liebe Grüße an dich. Es soll auf jeden Fall neue Tunnelkarten geben. Habe ich auch schon Skizzen gemacht, bin ich nur einfach noch nicht dazu gekommen. Kommt aber auf jeden Fall. Ich habe Verschiedenes gezeichnet, so ein bisschen Richtung Frühling, aber auch so ein bisschen Richtung geht immer, dann auch noch was für runde Geburtstage, muss aber alles noch fertig gemacht werden. Und ansonsten lese ich die Maren mehr. Und es gibt auch den einen oder anderen, der da noch dabei wäre. Osterei, Vogel und Häschen ist die Marina auch gleich mit am Start. Sehr schön. Ich dachte, ich zeige es euch nochmal aufgereiht. Ich habe die auch zum Teil, dürft ihr mich jetzt wieder auslachen. Das ist keine Faulheit, das ist Strategie. Ich habe die hinten noch nicht zugeklebt, das heißt, da fehlt noch die Abdeckung. Das ist Absicht, weil ich für mich immer ganz gerne noch eine Referenz habe, sage ich mal, und vergleichen kann von den Abständen von den Klebelaschen. Ich habe ja, glaube ich, erzählt, dass ich da ein neues System habe, diese Klebelaschen anzuordnen und zu entwickeln, damit die immer schön den Rundungen folgen, damit die Abschnitte genau stimmen. Und entsprechend vergleiche ich das aktuell immer noch alles sehr kritisch, deshalb sind da die Rückseiten nicht zugeklebt, wundert euch nicht. Und ihr könnt natürlich hier bei diesem ganzen Blumending genau munter bunt auch umstapeln. Das fand ich übrigens bei dieser neuen, das hier ist die Stapelblume 2, die jetzt gerade erst in den Shop kam, war so ein bisschen der Hintergedanke, wenn ich euch die hier schon neben die Tulpe stelle, dass ich finde, dass die super auch noch als Tulpengrün durchgeht, weil die Tulpen haben ja eigentlich so sehr spitze Blätter, aber ich finde, das hier könnte auch immer noch Tulpenblatt sein. Das heißt, da war auch so ein bisschen der Gedanke mit dem Mix and Match schon wieder mit drin, dass ihr da noch mehr Möglichkeiten habt, sage ich mal, das so ein bisschen durcheinander auch zu wirbeln. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt da auch so ein bisschen Spaß dran wie ich, die Blümchen dann auch einfach umzusortieren. Und habt so eine Ecke für euch auch schon gefunden, wo die stehen können. Ich muss bei uns auch unten wirklich mal gucken, wo ich die am Ende hin dekorieren kann. Und ich teste gleich mal noch was hier mit meinem Sockel. Passt mal auf, ich drehe den mal um. Der hat auf der einen Seite nämlich so eine Vertiefung und hier neben mir steht es auch schon, da ist die Idee eigentlich, dass man da so ein Windlichtglas reinstellen und dann außen rum dekorieren kann. Das will ich jetzt eigentlich gleich als erstes ausprobieren. Ich habe extra Kunstblumen bestellt. Ich bin sonst nicht so der Kunstblumen-Typ. Weiß auch gar nicht ehrlich gesagt warum, aber mit echten Blumen braucht man hier nicht arbeiten wollen. Und ich habe Kunstblumen bestellt und wollte den Wabensockel quasi wie ein Wabenkranz jetzt auch gleich noch ein bisschen dekorieren. Das machen wir gleich. Aber er ist ja gleichzeitig auch Sockel. Das heißt, wo ich gerade hier so rumhantiere und ihr habt gemerkt, rumgepuzzelt habe, wie ich die am besten stelle. Ja, habe ich mir doch gerade überlegt, dass dieses Ding doch vielleicht auch einfach als Deko-Erhöhung fungieren könnte. Ja, das hat eine ausreichend geschlossene Standfläche. Das finde ich jetzt wiederum ganz lustig. Ha! Von diesen Wabendingern hätte ich natürlich auch noch mehr. Ich habe mich bei den Maßen ganz bewusst an das gehalten, was, sage ich mal, jetzt für die Cornelia praktisch war und was hoffentlich für jeden von euch auch am Ende rechnerisch quasi praktisch ist. Das versuche ich gleich am Projekt selber noch mal so ein bisschen zu erklären, wie ich das meine. Ihr kennt mich, da steckt so ein Mathevogel in mir. Schaut mal, huhu. Der da dann Spaß dran hat, sage ich mal, wenn das mathematisch auch alles irgendwie sauber aufgeht und wenn man quasi gut umrechnen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Vertiefung im Sockel hat eigentlich einen Durchmesser von 10 cm, sodass man sehr gut rechnen kann, wenn man selbst ein Windlichtglas hat, das man reinstellen möchte, wie man skalieren muss, wenn man den Ausschnitt in der Mitte auf das eigene Windlichtglas anpassen möchte. Ich, Trottel, habe natürlich mein Windlichtglas vorher nicht gemessen. Das heißt, das hat eigentlich nur 9 cm im Durchmesser. Mein Loch in dem Sockel hat jetzt 10 cm, das ist aber nicht schlimm. Ich habe dann einfach so ein kleines bisschen mehr Spiel, sage ich mal, um das Ganze irgendwie anzuordnen. Und die Tiefe habe ich angepasst auf 4 cm, das heißt, die Vertiefung ist 4 cm tief. Und dann kann man immer fürs eigene Glas einfach ganz gut messen und rechnen, was irgendwie Sinn machen würde. Ich bin sehr gespannt, ob euch das überhaupt zusagt, weil ich weiß, es ist ein bisschen speziell. Es ist von der Wabenmachart eher auch ein bisschen anders als die anderen Wabenprojekte. Die habe ich ja hier zum Teil noch hinter mir liegen. Ich gerade mal die Kugel im Vergleich einmal ganz kurz zeigen. Die anderen Wabenprojekte waren ja eigentlich immer so gemacht, sage ich mal, dass die Wabenöffnung, also hier dieser elastische Teil, ringsherum nach außen schaut. Bei der Variante mit dem Sockel
der hier einmal unten drunter kommt, ist es ein bisschen anders. Da schaut die Wabenöffnung nach oben. Seht ihr jetzt gleich, wenn ich euch die Kamera von oben nochmal drauf richte. Und dadurch entstehen quasi auch Freiräume, wo man eben so ein bisschen Deko reinpacken kann. Weil ich es gerade lese von der Jonna, geht es nur mit 220 Gramm oder auch mit dem leichten von Clairefontaine? Es kommt darauf an, über welches Projekt wir gerade sprechen, Jonna. Bei den Blumen, die hier stehen, also bei den 3D-Deko-Blumen, würde ich eher das 220 Gramm Papier verwenden, also eher ein bisschen was Stabileres. Bei dem Wabensockel, den ich hier unten drunter stehen habe, da habe ich dünnes Papier genutzt. Das sind 120 Gramm von Clairefontaine. Habe ich euch im Shop auch extra verlinkt, habe ich extra noch schnell ein Foto gemacht und habe euch genau dieses Papier, was ich hier verwendet habe, verlinkt. Es ist auch so angelegt, dass man A4 möglichst gut ausnutzt. Das heißt, ihr seht das nachher gleich, wenn ich noch 2 von den Teilen vielleicht auch klebe. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich noch welche klebe, aber ich habe noch welche hier liegen. Dann seht ihr, dass es ganz gut A4-tauglich ist. Immer 2 Bögen passen auf ein Blatt DIN A4 und man nutzt dabei auch einen sehr großen Teil von diesem Papier letzten Endes aus und ja, ist in der Machart wirklich super simpel. Also ich wollte das Kleben vielleicht ganz kurz zeigen. Es ist eine Kurzanleitung im PDF-Format bei dem Wabensockel mit dabei, wo genau gezeigt ist, was wie gefaltet wird und wo der Kleber jeweils aufgetragen wird. Aber es ist auf jeden Fall vielleicht nicht schlecht, wenn ich es trotzdem kurz zeige. Jonna sagt, sie meint eher für die Blumen. Für die Blumen, Jonna, du kannst es mit den 120 Gramm probieren, aber du profitierst hier eigentlich von stärkerem Papier. Das heißt, ich würde für die Blümchen eher die 220 Gramm nehmen. Ansonsten ist es so ein bisschen Kategorie Versuch macht klug. Probier es doch einfach aus und sag uns am Ende, wie es funktioniert hat. So, wie machen wir das jetzt? Ich bin gerade ganz glücklich darüber, dass ich hier so schön die Deko stehen habe. Ich will es nicht ganz wegräumen. Stellen wir das hier noch dazu, oder? Dann dürfen die jetzt einmal hier rüber in die Ecke wandern, damit ich euch die Idee hinter diesem Wabenteil noch mal ein bisschen zeigen kann und einfach losdekorieren. Ich glaube, ich dekoriere tatsächlich erst, oder ist es blöd? Es ist wahrscheinlich blöd, erst zu dekorieren, weil ich dann, wenn es dekoriert ist, natürlich meine Teile nicht mehr dazwischen bekomme. Also machen wir es andersrum. Wir falten doch erst. Wir falten und kleben. Ich weiß, die alten Hasen von euch, die schon viele von meinen Projekten gebastelt haben, die finden das jetzt dann wahrscheinlich gleich ein bisschen langweilig, die 100. Magnetverschlusserklärung zu hören. Unterbrecht mich, wenn es euch zu langweilig wird, aber wir gucken es uns einfach mal zusammen an. Ich schalte euch einmal um. Hier. Und zeige euch das erstmal hier von oben. Dann kriegt ihr, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür dafür, dass hier eben wirklich relativ viele Teile verarbeitet sind. Und ihr seht hier aktuell noch die Klammer stecken. Das heißt, im Moment habe ich noch keinen Magnetverschluss eingesetzt. Ich habe einfach nur mit einer Büroklammer einmal hier oben gearbeitet und einmal hier unten. Und kann die quasi auch rausnehmen und kann dieses ganze Wabenteil einmal komplett platt machen. Und anhand der Dicke seht ihr schon, dass es relativ viele Teile sind. Ich habe sie gezählt, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, aber es dürften aktuell 40 Segmente sein, die ich da eingebaut habe. Und die Idee ist hier eben so ein bisschen die, umso mehr Segmente man hat, umso schmaler ist jedes einzelne Segment. Und ich würde hier dann ganz gerne so ein bisschen diese Dekoblumen reinstellen. Und deshalb möchte ich nicht quasi, dass das gar so weit aufgefächert, aufgespannt ist, denn dann wird die Lücke sehr groß und es ist schwierig, da drin irgendwas zum Halten zu bringen. Deshalb habe ich lieber mehr Segmente gemacht und man könnte das Ganze, wie die anderen Wabenprojekte auch, jetzt quasi an dieser Stelle mit einem Magnetverschluss verschließen, anstelle der Büroklammern. Und ich dachte, ich kann euch eigentlich fragen, ob ihr überhaupt einen Magnetverschluss wollt und wenn ihr keinen wollt, dann lassen wir den einfach weg. Aber ich habe bei den letzten Projekten eigentlich gelernt, dass irgendeiner von euch garantiert sagt, er hätte gerne einen Magnetverschluss. Und bei dem Projekt, wenn man das quasi nackig, so wie es ist, schön findet, kann ich es tatsächlich auch komplett verstehen. Weil, wenn ihr hier mit Magnetverschluss arbeitet, dann verschwindet es halt hier innen drin. Aber ihr seht es jetzt auch schon so, ne, wenn ihr so ein Stück von mir weg seid, die Klammer ist eigentlich so winzig und wenn man die auf die Rückseite stellt, sieht man davon fast gar nichts. Und ihr seht dann gleich, wenn ich wirklich auch noch Deko reinstecke, dann sieht man wirklich gar nichts mehr. So. Die Cornelia, die sich das Ganze gewünscht hat, kann heute leider beim Stream nicht dabei sein. Das hat sie auch selber ganz unglücklich gemacht. Die muss nachher nachgucken. Aber ich lasse ihr an der Stelle trotzdem mal ganz liebe Grüße da. Die hat mich da nämlich gerade so ein bisschen aus dem Basteltief geholt mit ihrem Wunsch, der da eingeflattert ist. Und ich habe mich da riesig drüber gefreut.
Und ja, deshalb machen wir das jetzt auch einfach hier ganz entspannt. Also hier sind schon die Schablonen für die Magnete einmal. Ich benutze die 10 mm Scheibenmagnete. Man könnte sicher auch 8 mm nehmen. Ihr könntet vielleicht sogar 5 nehmen, das ist so ein bisschen Geschmackssache, weil ihr ja die Spannung, die hier drauf kommt, komplett selbst regulieren könnt, indem ihr einfach mehr oder weniger Teile einbaut. Ich würde bei stärkerem Papier auch eher noch für mehr Teile quasi plädieren, weil ihr da noch mehr Zug auf den Teilen habt als bei dem ein bisschen weicheren Papier. Aber es ist am Ende Geschmackssache. Und ich starte einfach mal damit, so ein Segment ganz normal, ohne Magnet zusammenzubauen. Und dann baue ich auch in eins mal einen Magnet ein. Es gibt heute auch endlich frischen Kleber. Einmal so. Und ich falte das Teil einmal vor. Ihr kennt diese Segmentlogik schon von den anderen Wabenprojekten. Man faltet eigentlich fast immer im Wechsel sozusagen bis quasi zur Mitte hin und dann geht es halt wieder in die andere Richtung. Also ich beginne hier ganz außen mit einer Talfalte, dann kommen 2 Bergfalten, dann kommen 2 Talfalten, eine hier und die andere ist genau hier an der Vertiefung. Und dann kommen hier in der Mitte 3 Bergfalten. Und hier hat man wieder die Vertiefung, da kann man sich gut orientieren. Da hat man eine Talfalte und noch eine Talfalte. Und dann wieder 2 Bergfalten, 1, 2 und eine Talfalte. So, und wenn ich jetzt so ganze Projekte bastel, dann würde ich in der Regel wahrscheinlich erstmal alle Streifen falten, weil ich finde, es geht mir so ein bisschen leichter von der Hand, wenn ich einfach immer wieder den gleichen Arbeitsschritt mache. Und dann, wenn man vorgefaltet hat, dann wird das Segment erstmal hier entlang der Mitte quasi aufeinander geschlagen und dann hier in 2 Bereichen zusammengeklebt. Und wenn man vorgefaltet hat, sieht man die Bereiche eigentlich auch schon. Das ist nämlich einmal hier zwischen diesen beiden Talfalten und einmal hier ganz am Rand. Also ihr seht, nach dem Vorfalten ergibt sich von oben drauf geguckt eigentlich schon diese Wabenstruktur. Also was man wieder so ganz entspannt eigentlich, sage ich mal, beim Fernsehen nebenher kleben kann, weil man da nicht groß drüber nachdenken muss und es einfach immer wieder die gleichen paar Handgriffe sind, die man da macht. So, und jetzt klebt man das Ganze möglichst kantenbündig aufeinander. Da ist dieser Ausschnitt hier in der Mitte eigentlich auch ganz nützlich, weil man die Kanten, sage ich mal, sehr gut sehen kann. Es ist in sich ja keine komplett runde Form, sondern ich habe hier nochmal eine richtig schöne Kante und eine Ecke, an der ich mich einfach orientieren kann. Und damit ist das erste Segment auch schon fertig. So, und wenn ihr keine Magnetverschlüsse einbauen wollt, müsst ihr gar nicht so viel mehr wissen als das, weil wenn ihr die Segmente als solche vorbereitet habt, dann werden die einfach noch aufeinander gestapelt. Ich klebe also jetzt hier dann einfach ein Segment aufs nächste. Und wichtig ist, dass wir beim Aufeinanderkleben der Segmente jetzt die Klebebereiche versetzen. Das heißt, wenn ich die aufeinander klebe, dann wird der Kleber einmal hier in dieser breiteren Region aufgetragen und einmal hier zwischen diesen beiden Faltlinien. Das habe ich euch aber in der PDF, die da im Download mit drin liegt, auch nochmal angezeichnet, damit man sich das eben einfach nicht merken muss oder sich nicht erschließen muss, sondern dass man einfach nachgucken kann, welche Bereiche das sind, wo der Kleber hin muss. Und ihr seht es, ich trage das auch nur so grob, sage ich mal, zwischen den Faltlinien auf. Achte eher darauf, dass ich nicht über die Faltlinie hinauskomme. Und dann lege ich das hier unten einmal kantenbündig an. Lege das hier schön aufeinander. So. Und versuche quasi einmal hier auf die Kante zu achten, dann hier auf die Kante. Und wenn das so eine gewisse Dicke hat wie hier, dann steht es auch schon schön. Und dadurch hat man quasi auch direkt schon die Unterkante eigentlich ganz schön ausgerichtet. So, und dann streiche ich das wirklich auch gut fest, dass sich der Kleber, den ich da so lose aufgetragen habe, einfach so ein bisschen noch wirklich auch in die Breite, sage ich mal, verteilt. Und dann kann ich jetzt hier auch direkt schon reinschauen. Das ist mit dem Ponal, den ich da benutze, ist wieder Ponal Classic, einfach nur aus einer frischen Flasche. Eigentlich gar kein Problem, weil die Teile jetzt schon halten. Und mehr ist es gar nicht, das heißt, es ist in der Umsetzung wirklich, wirklich einfach gemacht und ich finde, das Ergebnis ist am Ende wirklich toll. Ich war ein bisschen skeptisch, solange ich noch vor mich hingeklebt habe und so ein riesen Stapel an Teilen da lag und ich dachte, oh Gott, sind das noch viele. Aber es geht eigentlich ganz gut von der Hand, weil man so schön nebenher auch wirklich arbeiten kann. So, jetzt klebe ich noch schnell meine Magnetteile, dann habe ich nämlich am Ende wirklich meinen Magnetverschluss halt eingebaut. Da gibt es wieder solche Schablonenformen und die werden aufeinander geklebt. Ich klebe jetzt jeweils 4 Stück aufeinander. Dabei geht es nur darum, sage ich mal, dass man ein bisschen Platz hat. Einerseits
die Magnetposition bestimmt und andererseits die Magnete so ein bisschen verschwinden zu lassen. Wem das Overkill ist, wer das zu viel findet, der kann natürlich diesen ganzen Kram mit der Magnetschablone auch weglassen und kann einfach nur die Magnete einkleben. Der Witz ist, dass die Magnete einfach, sage ich mal, die Klebeverbindung ersetzen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Das heißt, wir bräuchten Magnete einmal hier innen in diesem Segment, also hier ganz vorne, und einmal hier in diesem Segment. Genau in den Bereichen, in denen ich eigentlich Kleber auftrage, nur dass ich die Magnete in der Regel nicht außen aufklebe, sondern quasi hier innen einklebe, damit es hier schön zusammenschnappt. Und theoretisch könnt ihr diese selbstklebenden Magnete einfach da innen reinkleben und gut ist es. Man würde die halt sehen. Wenn ihr es eh dekoriert, sieht man nichts davon. Wenn ihr es eh dekoriert, könnt ihr aber, finde ich, auch schon wieder auf die Magnete verzichten und direkt die Klammern nehmen. Das heißt, ich gehe jetzt in meiner Magnetkonstellation eher davon aus, dass man es nicht dekoriert, sondern wirklich einfach den Faltwabensockel als solchen so schön findet, dass man es eben schön aufstellen möchte. Und dann würde es eben mehr ins Auge fallen, sage ich mal, wenn man es nicht so ein bisschen umbaut und kaschiert. Das ist alles, wofür diese Schablonen letzten Endes gedacht sind. Und weil ich hier sehr dünnes Papier verwendet habe, also 120 Gramm Tonpapier von Clairefontaine, brauche ich so ein paar Lagen, sage ich mal, um diesen Millimeter von diesen Scheibenmagneten auch so ein bisschen auszugleichen. Die Teile sind bewusst, sage ich mal, so schmal gehalten, dass sie gut zwischen die Faltlinien passen. Das heißt, man blockiert sich nicht die Faltlinie damit, das ist mir immer wichtig. Darauf achte ich schon beim Erstellen. Und wie das immer ist, wenn man sowas halt einmal angefangen hat, Wabenprojekte brauchen Magnetverschlüsse, dann komme ich irgendwie nicht darum herum, das auch konsequent zu Ende zu führen. Die Heike schreibt, ob sie zu den Blümchen vielleicht eine in der Erde steckende Möhre bekommen könnte. Das finde ich ist ja eine sehr schöne Idee. Also keine komplette Möhrenform, sondern so eine abgeschnittene Möhrenform, die man einfach so nebendran stellen kann. Das finde ich sehr nett. Also bei den 3D-Deko-Blumen, die ich jetzt auch gerade gezeigt habe, ist ja die Idee so ein bisschen so eine sehr abstrahierte Grundform, sag ich mal. Das ist ja nicht so arg detailreich. Aber bei der Möhre wären es ja eigentlich auch einfach nur 2 Teile, unten orange, oben grün. Muss ich mal gucken, ob ich das dann oben irgendwie gerade mache, dass man das Grünzeug schön draufstellen kann oder wie man das dann löst. Aber eigentlich finde ich die Idee sehr clever. Flo, das kannst du vielleicht einfach mal für mich aufschreiben. Nur das Stichwort Möhre, dann kann ich einfach hier so lange weiterkleben. Und natürlich die Sachen, die ich vorhin schon so rausgeplappert habe, aber die habe ich eigentlich, behaupte ich mal, parat, die habe ich im Kopf. Ich wollte nur erst mal hören, was ihr dazu sagt, ob ihr sagt, ihr habt noch Muse oder ob ihr sagt, nee, danke. Ist mal Zeit für eine andere Projektkategorie. Ich habe immer so Schaffensphasen, das kennt ihr ja von mir schon. Das, woran man gerade arbeitet und wo man dann so voll eingefuchst ist, das macht dann irgendwie auch eine Zeit lang Spaß. So lange, bis es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht und dann geht es wieder mit der nächsten Kategorie weiter. So. Ich bin sehr gespannt, ob einige von euch diesen Wabensockel umsetzen oder nicht. Ich weiß, es ist viel Papier, also da geht wirklich gut Papier drauf. Aber ich mag ihn tatsächlich sehr und ich bin nachher sehr gespannt, wie er fertig dekoriert ausschaut. Ich mag ihn sogar so sehr, dass ich schon überlegt habe, ob es nicht irgendwie möglich wäre, mir was einfallen zu lassen, damit das auch mit dem 3D-Drucker geht. Aber das habe ich noch nicht probiert. Kommt Zeit, kommt Rat. Also quasi Grundidee witterungsbeständig. Wir hatten nämlich die ersten 2 richtig schönen Tage. Bei uns ist Frühling. Auf einmal, seit 2 Tagen gibt es hier richtig Sonne. Und das ist richtig, richtig schön. Ich würde am liebsten eigentlich nur draußen auf dem Balkon sein. Heute war ich relativ viel am PC trotzdem, weil an so Streamtagen es hier einfach immer wild ist, weil ich dann doch noch so viel fertig zu machen und vorzubereiten habe. Und ja, ne? Da ist dann nicht so viel mit nur in der Sonne chillen in der Regel. So. Ach, bei den Scheibenmagneten bin ich hängen geblieben. Habe ich euch gesagt, dass ihr auch eine andere Größe verwenden könnt? Zum Thema Wabensockel, genau. Und wie kam ich auf draußen? Weil ich jetzt wieder mehr draußen bin. So. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich eigentlich zum Thema draußen und Balkon gekommen bin.
über mein Wabenprojekt, weil ich dachte, wie schön es wäre, wenn das auch draußen auf dem Balkon auf dem Tisch stehen könnte. Da würde ich jetzt aber mein Papierprojekt niemals hinstellen, weil ich genau weiß, dass es nicht lange gut geht. Da ist es einfach zu nass. Da regnet es halt manchmal auch hin und die Luftfeuchtigkeit ist ja auch noch relativ hoch. Also das würde mit dem Papierding nichts werden. Da müsste ich noch mal in mich gehen, ob mir da was Schlaues einfällt, wie ich das vielleicht irgendwie 3D-Druck tauglich machen könnte. So. Hier, die Stege sind hier sehr schmal. Wen das stört, der kann, wie gesagt, auch 8 mm Magnete verwenden. Da habe ich euch sogar im Download quasi gleich beide Varianten reingepackt. Einmal 10 mm, einmal 8. Ist alles wieder in eine Datei gepackt, steht aber in der Datei im Text quasi drinne, was es jeweils für eine Größe ist. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, ihr könnt dieses Wabensockelteil durch Skalieren anpassen. Da noch eine kleine Erinnerung: Wenn ihr eben wirklich skaliert, dann müsst ihr dran denken, dass ihr die Lochausschnitte für eure Magnete gegebenenfalls anpassen müsst. Wenn ich das ganze Projekt jetzt kleiner skaliere, weil ich eben ein Glas mit einem kleineren Durchmesser habe und gerne hätte, dass der Wabensockel sich quasi perfekt an das Glas anpasst, dann bin ich vielleicht sogar gezwungen, sage ich mal, kleinere Magnete als die 10 mm Scheibenmagnete zu nehmen. Denn ihr seht, wenn man das Ganze jetzt noch weiter verkleinert, dann bleibt einfach kein Platz mehr, ein 10 mm Magnet einzusetzen. Ist aber alles gar nicht wild, dann hebt ihr einfach die Gruppierung auf, passt diesen Ausschnitt in der Größe für eure alternative Magnetgröße an. Es sollte hier, wie gesagt, von der Magnetstärke her eigentlich komplett unproblematisch sein, weil wir ja den Zug, den das Ganze hat, einmal ringsherum sehr gut einregeln können über mehr oder weniger Segmente. Die Heidi schreibt, auch in Hamburg ist der Frühling angekommen. Sehr, sehr schön, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gleich doppelt so viel Energie, wenn irgendwie draußen so ein bisschen die Sonne kitzelt. Es juckt mich dann auch immer ganz kurz in den Fingern, jetzt anzufangen, im Garten mal ein bisschen aufzuräumen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe bis jetzt nur auf dem Balkon gesessen und das schöne Wetter quasi von dort aus genossen. Ich versuche das auch noch ein paar Tage dabei zu belassen. Aber früher oder später holt mich dann auch wieder die Gartenarbeit und die Draußenbaustelle so ein bisschen ein. Bevor das soweit ist, versuche ich noch das ein oder andere Plotterprojekt für euch fertig zu kriegen. Wenn man dann nämlich einmal so ein bisschen raus ist, dann ja, ist es noch schwieriger, wieder in Tritt zu kommen. Apropos raus und wieder in Tritt kommen, ich habe noch was heute gemacht, oder besser gesagt eigentlich mein Mann. Der hat heute für mich ganz fleißig geplottet, und zwar die Dekoblume Maren in der XL-Variante, weil ich weiß, dass einige von euch schon händeringend darauf warten, dass die auch endlich noch in den Shop kommt. Ich entschuldige mich wirklich dafür, dass es jetzt auch schon wieder 4 Wochen sind. Ich habe heute Bauklötze gestaunt. Ich musste die Datei wirklich suchen, und als ich sie gefunden habe, habe ich festgestellt, dass ich zuletzt am 28. Januar daran gearbeitet habe. Das ist schon wirklich, wirklich lange her. Also sorry für die lange Wartezeit. Ich werde das Projekt jetzt nochmal angehen. Mein Mann hat heute schon die meisten Teile für mich geplottet. Das ist auch viel Papier, weil es ist eine Blume XL, und ich habe mit A4 geplottet. Dadurch sind es einfach halt viele Bögen, die da einmal durch den Plotter laufen müssen. Ich hoffe ja, dass auf Anhieb alles passt. Toi, toi, toi. Ich habe nämlich für die XL-Variante umgebaut von 6 Blütenblättern wieder auf 7, damit die anderen Erweiterungen auch dazu passen. Das müssen wir dann einfach ausprobieren. So, gestapelt habe ich fleißig. Ich falte nochmal so ein Segment vor. Starte hier diesmal in der Mitte. Ihr habt es irgendwann komplett drin. Das heißt, dieses Was muss wie gefaltet werden, das geht nach den ersten paar Teilen, sage ich mal, relativ automatisch. Einfach so aus dem Handgelenk, ohne dass ihr da lang drüber nachdenken müsst, was irgendwie in welche Richtung gehört. Und ich klebe jetzt hier einmal meine Magnetverschlüsse ein, und zwar einmal hier auf diesem Mittelstreifen. Und ihr seht schon, die Form ist quasi hier dafür gedacht, dass ich das hier schön einmal zwischen oben und unten reinsetze. Und hier sehe ich auch gerade, dass ich hier unten gepfuscht habe. Wir brauchen die Schere. Zu viel geplappert, zu wenig geschaut. Ansonsten sollte das aber genau quasi eure Höhe sein. Wundert euch auch nicht, weil mein Prototyp ist hier in der Mitte noch etwas tiefer als die Dateiversion, die fertig in den Shop gewandert ist. Ja, jetzt ist es, glaube ich, ganz gut. Und oh, das klebt hier aber gut.
Ich nehme hier einmal die Unterlage, positioniere das. Beim Positionieren, das kennt ihr schon von meinen Magnetschablonen, schaut bitte immer, dass die Faltlinien hier rechts und links schön beweglich bleiben, dass man also jetzt nicht auf der Faltlinie klebt, sondern schön neben die Faltlinie klebt. Und ich werde jetzt als erstes das aufkleben und dann einmal die Magnete einsetzen. Hier oben habe ich das gleiche. Das ist logisch, ne? Wenn auf der einen Seite was verschoben ist, dann ist es das auf der anderen Seite auch. So. Ansonsten, das Ganze ist oben und unten symmetrisch, das heißt, ihr müsst nicht großartig aufpassen, wie rum ihr das hier aufklebt, sondern einfach nur einmal ins richtige Segment kleben. Aber eigentlich kann man da nicht so viel falsch machen, weil die hier alle unterschiedlich sind. Wenn man so auf eine Hälfte quasi schaut, ergibt sich das mehr oder minder fast von selbst, wo dieser Verschluss dann angebracht wird. So, das passt. Und hier in der Mitte, in den Bereich, wird auch eine Schablone eingeklebt. Da mache ich genau das Allergleiche. Das heißt, ich achte einfach darauf, dass ich nicht über die Faltlinien klebe. Das hier in der Mitte wäre wahrscheinlich auch gar kein absolutes Muss, aber das ist dann so der innere Monk, der da nicht anders kann, weil in den Bereichen würde man die Teile ja normalerweise verkleben und der Magnetverschluss, der ist für mich ja einfach immer nur der Ersatz für, ich klebe das fest und entsprechend kommt er dann hier an der Stelle auch zum Einsatz. So, jetzt kennt ihr das Spiel vielleicht schon mit den Magneten. Ich achte jetzt beim Einsetzen einfach sehr gerne darauf, dass ich die Polarität einheitlich halte. Das heißt, ich habe jetzt die Magnete ja einfach hier nur so lose verteilt. Ich kann mir auch noch mal welche frisch vom Stapel nehmen. Ich setze den ersten Magnet ein, da muss ich noch auf gar nichts achten. Einmal hier ins Loch. Und dann sind die hier in meiner Rolle ja quasi eigentlich von der Polarität her immer im Wechsel. Das heißt, ich kann jetzt den zweiten nehmen, genau, der jetzt zum Vorführeffekt perfekt nicht passt. Deshalb prüft man es am besten nochmal. Ich lasse die da einfach immer drauf fallen und schaue, dass die Klebefläche dann einfach an der Unterseite ist. Und dann ist die Polarität gleich. Und setze es einmal hier ein. Ich habe die Löcher auch hier bewusst ein kleines bisschen größer gemacht. Das heißt, es sind keine 10 mm, sondern 10,5. Damit, wenn man ein bisschen schief klebt, wie ich hier heute, man nicht so einen extremen Schaff hat, sage ich mal, die Magnete trotzdem in die Löcher einzusetzen, habe ich einfach so ein kleines bisschen mehr Spiel bei den Löchern gegeben. Wenn ihr das bei einer der alten Dateien machen wollt, wo ihr irgendwie Schaff hattet, sage ich mal, das vielleicht da reinzubekommen, könnt ihr das ganz einfach, indem ihr ein Offset verwendet. Mit einem Offset kann man sich die Löcher sehr gut größer machen. So. Und ich lasse jetzt die Magnete auch einmal wirklich verschwinden. Das heißt, ich klebe da noch einmal eine Abdeckung komplett oben drauf. Und erst wollte ich mich ja ziehen, ihr merkt so ein bisschen. Ich habe erst gedacht, ach nee, schon wieder so ein Magnetverschluss kleben, ich habe keine Lust. Und ich weiß gar nicht warum, weil wenn ich es dann gemacht habe, bin ich am Ende doch immer ganz glücklich, weil das doch die Sache nochmal so ein bisschen runder macht. Es fühlt sich einfach dann nochmal fertiger und nochmal hochwertiger an. Obwohl ihr dann wirklich seht, wenn wir diese Blümchen einsetzen, ihr würdet auch von der Klammer nichts sehen. So. Die Annette hat auch noch eine Idee, Hasenohren. Annette, einfach nur Ohren quasi in dieser 3D-Machart. Oder ich habe schon wieder die Hälfte von eurem Gespräch verpasst. Ich bin zu sehr in meinem Element. Ich habe zu viel Spaß an der ganzen Kleberei hier. So. Ja, man merkt richtig, dass das frischer Kleber ist. Sehr schön. Gut, eine Hälfte geschafft. Und ich könnte das jetzt direkt zukleben, aber ich nutze jetzt quasi gerade noch die Gelegenheit, drehe das ganze Teil einmal um und lege mir jetzt gleich eine zweite Hälfte oben auf, denn dann kann ich direkt sicher gehen, dass die Polarität der Magnete auf der anderen Seite auch genau stimmt, weil der Magnetverschluss natürlich nur schließt, wenn sich die Magnete gegenseitig auch anziehen und nicht abstoßen. Und das kann man hier eigentlich wunderbar sicherstellen, indem man die Teile jetzt einfach Rücken an Rücken legt. Das heißt, ich habe von der Vorderseite gefaltet, drehe das Teil um, sodass ich auf die Innenseite schaue. Und dann kann ich die hier wirklich schön aufeinander legen und hier auch meine Schablonen einmal anbringen und dann auch gleich testen, dass die Magnete wirklich richtig rumliegen.
Einmal so, ja. Hier habe ich es ein bisschen zu gut gemeint mit dem Kleber, aber das decken wir gleich noch ab. So, und ich habe ja meinen lieben Mann hier noch hinten dran und die Annette ist auch da. Das heißt, ich hoffe, ich übersehe nichts und ihr unterhaltet euch aktuell einfach unter euch. Wenn nämlich irgendwas wäre, würden die mir normalerweise eure Beiträge auch markieren. So. Fragt mich bitte nicht, was ich hier gemacht habe. Wahrscheinlich andersrum geplottet. Eigentlich sollte das ganz perfekt passen. Eigentlich. So. Jetzt noch hier der zweite Teil. Oh, der Sockel als Osternest mit Hasenohren. Die Idee finde ich ja ziemlich clever. Aber da frage ich mich dann, ob wir da die Hasenohren wirklich so 3D-mäßig basteln, so wie ich das jetzt mit diesen Blumen gemacht habe, oder ob man dann die Hasenohren nicht eher irgendwie so einfach zum Reinstecken, rund machen. Die könnten dann ein bisschen organischer geformt sein. Bin ich gespannt. Generell, immer her mit euren Ideen zu allem, was wir hier gerade so wursteln. Ich habe es heute irgendwie nicht so drauf, sorry. Dass ich hier dauernd die Schere im Einsatz habe, ist mir ja fast unangenehm, aber nur fast. So, zweite Seite vorbereitet. Die liegen, wie gesagt, Rücken an Rücken. Das heißt, hier liegen genau die Magnete einmal unten drunter. Und dadurch habe ich es jetzt eben relativ leicht, hier oben rauszufinden, genau, wie rum die richtige Polung ist. Das ist jetzt hier schon direkt gegeben. Das heißt, ich kann einmal hier den Kleber abziehen und ihr seht, die waren auch schon mal benutzt. Das ist für mich ehrlich gesagt relativ normal. Ich bastel ja meine Prototypen und dann, wenn ich die wieder zerlege, hole ich die Magnete natürlich da auch wieder raus, wenn ich sie zerlege. Manche Prototypen sind so gut, dass sie nicht zerlegt werden. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ihr seht hier, der Magnet, der ist quasi schon von selbst an seinen Platz geflogen. Und genau so stellt man sich das vor, weil dann hält das Ganze nachher auch gleich gut. Der ist auch richtig, das ist ja Glück. Das ist ja hier tatsächlich mal eine Quote. Dass die gleich alle passen, ist super. So, habe ich den richtig tief reingeklebt. Der fühlt sich noch so ein bisschen erhaben an. Aber ich schließe das Ganze jetzt hier außenrum sowieso noch mit einer weiteren Schicht Papier ab. Einfach, dass dieses silberne Blitzen, sage ich mal, von den Magneten auch verschwindet. Und die hier schön in der Tiefe einmal abgedeckt sind. Ich habe ganz bewusst wieder einen Magnet oben, einen unten gesetzt, weil ich einen einfach nur in der Mitte zu wenig finden würde. Und ja, dieses Wabensockelteil in sich ja schon relativ groß ist. Das heißt, das darf ruhig auch ein bisschen was an Halt haben. Da könnt ihr natürlich theoretisch auch spielen. Wer da irgendwie mit meiner Einteilung nicht einverstanden ist, könnte natürlich auch einen zusätzlichen Magnet reinsetzen. Ihr habt gerade hier bei dem Mittelteil eigentlich auch so viel Platz, dass ihr auch einen anders geformten Magnet nehmen könnt. Da kann man diesen Kreisausschnitt einfach austauschen. Je nachdem, was ihr zur Hand habt. Und da ich weiß, dass einige von euch ja auch genauso die Magnete zu Hause gehortet haben wie ich, ja, benutze ich die auch ganz gern. Okay, jetzt sind die Magnetmodule hier einmal eingesetzt und ich muss natürlich trotzdem meine Segmenthälften noch ganz normal schließen. Das heißt, ich trage jetzt hier in den gleichen Bereichen, wie wenn ich komplett ohne Magnetverschluss arbeiten würde, wieder meinen Kleber auf und bereite die Segmenthälfte als solche vor, indem ich das einmal hier in der Mitte aufeinander klappe und einfach schaue, dass ich die möglichst kantenbündig aufeinander klebe. Dafür hole ich mir das hier auch gerade einmal von der Matte. Dann habe ich es nämlich hier ein bisschen leichter, das schön zurechtzuschieben. So. Teil 1 und das gleiche mache ich natürlich hier mit dem gegenüberliegenden Teil auch noch. Und mein allerletztes Teil werde ich auch gleich ganz entspannt noch falten und kleben. Einfach, weil ich gerade Lust habe. Ja, und wer von euch Lust hätte, wenn ich jetzt hoffentlich dann gleich animiere, wenn ich das Teil dekoriere, der kann das
gerne jetzt auch schon parallel noch mitbasteln, den Plotter anschalten. So ungefähr 20 Bögen DIN A4 einmal durch die Maschine jagen. Ja, das wird dann heute nicht fertig vielleicht. Aber es ist eigentlich ein ganz schönes Projekt, weil es eben immer ganz entspannte, gleiche Bastelhandgriffe sind. So, Achtung, nicht erschrecken, ich schneide nochmal. Es kann hier echt daran liegen, dass ich das Ganze nochmal verändert habe für euch und das hier noch meine Prototyp-Variante ist. Oder weil ich es irgendwie andersrum im Plotter liegen hatte. Das ist so ein bisschen die Frage. Jetzt habe ich hier vielleicht auch noch schief geklebt. Das lässt sich nicht ganz perfekt glatt legen. Das fuchst mich jetzt natürlich. Was machen wir da? Vorsichtig. Nachfalten. Also hier habe ich irgendwie wohl nicht ganz Glück gehabt, auch mit der Genauigkeit vielleicht, wie mein Plotter hier gearbeitet hat. Aber das Zusammenschnappen funktioniert 1A. Sehr gut. Und ich klebe noch mein letztes Teil. Und dann mache ich ganz kurz hier sauber und Ordnung. Und dann wird dekoriert. So, ich orientiere mich kurz, was hier wohl beim Plotten oben lag. Das dürfte diese Seite hier gewesen sein. So. Ich habe auch schon wieder ganz holzleimig klebrige Finger. Die Tina bastelt gerade die runde Sechserblume mit. Sehr gut. Die Sonja ist am Falten. Ergebnis zeigt sie dann nach dem Stream. Mega, Sonja. Das freut mich ja total. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe jetzt bewusst den Stream nicht damit eröffnet mit, ihr könnt es jetzt noch schnell mal eben mitmachen. Das ging ja letzte Woche mit der Blume ganz gut, weil es halt einfach nicht so viele Teile sind, beziehungsweise, naja, es sind auch ein paar Teile, aber die passen halt besser in einem Rutsch auf die Matte. So, jetzt klebe ich dieses ganz normale Segment noch einmal an. Einmal hier vorne. Das dürfte mein Segment Nummer 42 sein. Und einmal hier in dem Bereich. Einmal möglichst kantenbündig aufgelegt. Und ich versuche immer nicht zu viel zu schieben, aber genau deshalb trage ich auch immer nicht den Kleber ganz bis hart an die Kante, sage ich mal, auf. Weil ich dadurch mir den Kleber nicht zu leicht über diese Faltkante hinaus verschmiere. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungeschickt. So, und jetzt habe ich noch die zwei Teile mit dem Magnetverschluss. Die sind jetzt noch übrig. Und die müssen natürlich so angeklebt werden, dass die Magnetseite einmal außen liegt. Das heißt, ich klebe das Ganze einmal so hier oben auf, dass ich eben dieses dickere Magnetteil auf der Oberseite in dem Fall liegen habe. Auch wieder in den gleichen Segmenten. Einmal hier und einmal hier. Und dann können wir das gleich mal testen, wie sich das aufstellt, wie sich das verschließt. Vielleicht habe ich es mit dem Kleber auch insgesamt so ein bisschen gut gemeint, weil sich das Ganze hier jetzt so ein bisschen wellt. Aber ich glaube, wenn es nachher aufgestellt ist, passt es, dann ist es okay. So, und fragt mich bitte nicht, was ich hier gemacht habe, aber ich habe eigentlich hier beim Kleben schon gemerkt, dass es schwierig war, die Kante genau zu treffen. Also irgendwie ist da vielleicht einfach auch die Matte ein bisschen gewandert, ich weiß es nicht. So, ich klebe also hier auf der anderen Seite jetzt noch das letzte Teil an, das auch den Magnet drin hat. Da liegt jetzt automatisch, sage ich mal, die Magnetseite außen, wenn wir das vorher gewissenhaft zusammengesetzt haben. Müssen wir jetzt nicht mehr viel nachdenken über die Position. So. Ich drücke noch mal gut und dann können wir es, glaube ich, auch schon aufstellen. Ich mache gerade noch dabei Ordnung, wartet. Die Magnete wieder einsammeln, die wir jetzt nicht gebraucht haben.
Gleich wieder alles ab hier in die Kiste. Ganzen Müll mal raus, den machen wir einmal weg. So, Magnetkiste wieder zu. Müll einmal eingefegt. So. Und jetzt einmal Schnapp. Das ist der wahre Grund, warum hier noch ein Magnetverschluss dran musste, weil dieses Zuschnappen mich persönlich einfach glücklich macht. Also ihr seht, man kann den dann eben so schön einmal zusammenklappen und zum Aufstellen dann wirklich einfach nur die beiden Enden, zack, zusammenbringen und sich hier einmal freuen. Und dass ihr das, sage ich mal, so ein bisschen noch zurechtzoppeln und die Teile von der Öffnung her so ein bisschen verteilen müsst, ist klar. Ich habe hier schon wieder über verschiedene monkige Lösungen nachgedacht, aber ich wollte euch einfach die Anzahl flexibel lassen. Ich habe kurz gedacht, es wäre vielleicht ganz nett, wenn es einen Einsatz gäbe, sage ich mal, den man da reindrücken kann, der sich dann genau hier zwischen diese Nasen sortiert und das genau gleichmäßig auffächert. Aber erstens wird sich das nie bis ganz außen in die Spitze auch fortsetzen, dass das wirklich quasi ganz außen auch ankommt mit diesem komplett aufgefächerten. Und zweitens werdet ihr dann halt festgelegt, dann seid ihr nicht mehr so frei im Ändern der Anzahl. So, geschafft. Magnetverschluss ist drin. Ich bin glücklich. Ich mache ganz kurz den Kleber noch zu. Und dann wird dekoriert. Und ich bin sehr gespannt, wie ich mich da anstelle. Sowas habe ich nämlich schon ewig nicht mehr gemacht. Das heißt, wollt ihr die Blumen vielleicht einfach erstmal einmal aus der Nähe sehen? Ich habe ja erzählt, ich habe Kunstblumen bestellt. Da könnt ihr jetzt davon halten, was ihr wollt. Ich war tatsächlich ganz happy. Mir haben die ganz gut gefallen. Ist immer ja vorher schwer einzuschätzen, was man da kriegt. Aber ihr seht gleich, warum die genau für den Zweck ganz praktisch sind. Und zwar, weil die fast alle irgendwie hier unten auch nochmal so einen Drahtstiel wirklich drin haben. Und den werde ich jetzt gleich benutzen, um das hier einfach sozusagen so ein bisschen umzubiegen und diesen Teil dann hier immer schön in diese Wabe reinzustellen. So. Und es ist eben so ein, das habt ihr jetzt natürlich gar nicht gesehen, ne? Habt ihr das gesehen? Schimpft mit mir, wenn ihr irgendwas nicht seht. Also die Idee ist quasi einfach, die haben schon Draht unten dran und das macht es eben relativ leicht, die Deko hier auch reinzubringen. Ich werde mich da jetzt aber gleich mal so ein bisschen durchwühlen und die auch wirklich mal alle auseinander machen. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu zimperlich zu sein, im Sinne von, sonst bin ich immer so der Typ, der irgendwie nichts auseinanderschneiden will. Weil ich immer denke, nein, dann ist es ja kaputt. Und dann habe ich nicht mehr die volle Länge, vielleicht für ein anderes Projekt. Aber das wäre jetzt heute ehrlich gesagt in dem Fall einfach mal egal, weil ich habe das eigentlich ganz gezielt für den Kranz bestellt und ich zeige es euch gleich mal von vorne. Ich finde einfach, die Farben passen auch echt gut. Also ich bin sehr gespannt, wie es fertig dekoriert aussieht. Ich bin auch sehr gespannt, wie viel man fertig dekoriert von meinem Wabensockel überhaupt noch sehen wird. Aber bis jetzt mag ich die Kombi sehr. Also sowohl dieses Weiß als auch das Rosa. Zu dem Grün, das Papier heißt, glaube ich, wirklich auch einfach nur Grün. Das hatte ich euch ja extra gestern nochmal rausgesucht. Ich mache das mal alles raus, wir machen die Pappe mal weg. Sorry, kurzer Huster, ich bin gleich wieder da. Und ich lese eine sehr clevere Frage von der Karin, ob in die Vertiefung das Osterkörbchen vom letzten Jahr passt. Karin, das ist schlau. Das weiß ich nicht, das muss ich ausprobieren. Das müsste ich ausprobieren. Wie machen wir das denn? Ich glaube, ich schalte euch auch mal um, oder? So seht ihr wahrscheinlich mehr von meinem Deko-Versuch, so von vorne, als wenn ihr da so die Kamera von oben drauf habt. Also die Idee ist natürlich, hier innen rein kommt die Kerze. Ach so, und das vielleicht gerade noch einen Schritt zurück. Jetzt seht ihr auch, wenn ihr diese großen Blumen seht, wartet noch einmal von oben ganz kurz, warum ich gesagt habe, ich mache das mit dem Magnetverschluss nur, wenn ihr da so viel Spaß dran habt wie ich. Weil eigentlich könnte jetzt hier auch diese Büroklammer sitzen, wenn ich da jetzt so eine Blume drüber stecke, sieht man da nichts mehr von, logischerweise. Also wenn man den dekorieren will, dann kann man die Stelle einfach ganz gut auch verschwinden lassen. So. Ob die
Blüten von der Tulpe auch reinpassen. Also ihr seht hier in der Mitte diese Vertiefung. Ihr könnt das ganze Wabenprojekt theoretisch natürlich anpassen. Ich würde jetzt, wenn ich diesen Sockel benutze, wahrscheinlich die Blüte nicht unbedingt in die Vertiefung stellen, weil dann weiß ich es nicht. Das ist ein bisschen Geschmackssache wahrscheinlich am Ende. Bei euch wäre die Vertiefung auch nicht ganz so tief, das wäre so 1 Zentimeter weiter oben, weil bei mir sind es noch 5 cm. Bei der fertigen Variante im Shop ist die Vertiefung in der Mitte 4 cm tief. Ich bin gespannt, was euch so einfällt. Nach dem Wabenkörbchen müsste ich tatsächlich mal suchen. Da müsste ich aber erst auf die Suche gehen. Das werde ich jetzt spontan wahrscheinlich nicht beantworten können. Aber ich kann es sonst mal nachher in der Software vielleicht ausprobieren. So, und meine Idee war jetzt einfach, ehrlich gesagt, wild, ich dekoriere das hier außenrum. Also ich stecke da nicht nur 2, 3 Blümchen irgendwo rein. Ich habe noch keine Ahnung, ob das am Ende irgendwie was wird oder ob das dann doch zu viel ist oder zu wild wird. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich da auch überhaupt keine Übung drin habe. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das heute einfach mal auszuprobieren und mal zu gucken, was dabei rauskommt. Einfach auch mal was anderes sich zu trauen. Eigentlich habe ich tatsächlich überlegt, dass es der perfekte Anlass wäre, auch mal wieder noch weitere Papierblumen zu basteln. Ich musste einfach bei dem Thema Biegbarkeit, sage ich mal, und Drahtkern an das Farn denken, was hier hinten steht, was wir letztes Jahr zusammen gebastelt haben, und habe da gedacht, dass es eigentlich ganz nett wäre, wenn es sozusagen mal noch weitere Varianten quasi gäbe, die eben auch diesen schönen Vorteil mit dem Drahtstiel haben. Und ich habe mir gedacht, ihr habt wahrscheinlich genauso viel Vorbehalte gegen künstliche Blumen wie ich. Und wir sind ja alle Papierbastler und insofern könnte ich euch vielleicht eher fürs Papierbasteln begeistern. Wie macht man das denn? Unter euch sind doch bestimmt Leute, die ein bisschen mehr ein Händchen für Floristik haben als ich. Wahrscheinlich eigentlich ein bisschen mit den großen zentralen Elementen anfangen, hätte ich jetzt spontan gesagt, und dann auffüllen. Das heißt, ich versuche jetzt in meinem Fall hier zuerst, sage ich mal, die großen, üppigen Blumen irgendwie unterzukriegen. Und ich will das nicht abschneiden, das ist eigentlich das größte Problem an der ganzen Geschichte. Ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich nachher auch meinen Rappel und hole alles wieder raus. Das wäre mir durchaus auch zuzutrauen. Einfach mal machen, genau. Das ist jetzt hier die Devise auf jeden Fall. Es wird jetzt einfach mal gemacht. Könnte ja gut werden und wenn es nicht gut wird, verratet es keinem. Ich will es auch nicht komplett vollstellen. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich wirklich alle Sorten reinmachen will. Aber wartet mal, das müsst ihr eigentlich nochmal von oben sehen. Ich finde, es sind schon eben so süße Varianten dabei. Und ich will das auch nicht so wirklich... Ich wehre mich noch, es wirklich ganz kaputt zu machen. Aber ich glaube, die sind auch nur gesteckt. Ja, genau. Guck doch mal. Halb so schlimm. Die sind auch nur gesteckt. So. Da setze ich jetzt große Hoffnung, sage ich mal, auf die Cornelia. Die ist, wie gesagt, heute Abend jetzt nicht live dabei, aber die hat sich diesen Sockel gewünscht. Und da setze ich sehr drauf, dass wir da mal eine wirklich schick dekorierte Variante auch gezeigt bekommen. Ihr dürft jetzt mal mit überlegen, was hier irgendwie sinnvoll wäre. Wahrscheinlich einfach einmal direkt am Glas und nicht zu hoch und nicht zu viel. Wer mich kennt, weiß, dass es für mich jetzt wieder eine schwierige Übung ist. Weil der innere Monk auf jeden Fall versucht, das ganze Zeug irgendwie möglichst gleich zu verteilen. Wir gucken mal. Eigentlich machen mir so Sachen ja Spaß. Ich binde ja auch jedes Jahr meinen Adventskranz selbst, aber dann ist das ist eigentlich auch meine eine floristische Tätigkeit im Jahr, ist meinen Adventskranz selbst zu binden. Ansonsten bin ich nicht so, weiß ich nicht. Weiß gar nicht warum. Weil Spaß macht mir es eigentlich, aber es ist auch bei meinem Adventskranz so, dass mir das Machen macht mir eigentlich die meiste Freude. Und dann steht er halt rum. Dann steht er halt einfach nur rum und kriegt oft gar nicht so die Beachtung, die er auch verdienen würde. Das Innenleben der Blumen, ob ich die nochmal zeigen kann. Die Nicole hat da irgendwas nicht mitbekommen, schrieb sie bei Facebook. Jein. Weil die Blumen jetzt aktuell alle zugeklebt sind. Ich habe aber bei der neuesten Blume, die ich in den Shop gebracht habe, Fotos beim Zusammenbau gemacht. Das heißt, wenn da irgendwas völlig unklar sein sollte,
Ich schaue direkt nach dem Stream nochmal in die Gruppe und sonst sehr gern auch einfach, sage ich mal, E-Mail an mich. Dann versuche ich euch die Bilder nochmal so ein bisschen aufzubereiten. Ich habe nämlich bei der neuesten Blume wirklich nochmal komplett mit fotografiert, wo man diesen Einsatz, sage ich mal, sieht. Oh, die sind nett. Huhu. Ach Gottchen. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch so eine Platte, wo ich das gleich draufstellen kann, ne? Wo ich es dann auch drauf stehen lassen kann. Das wäre jetzt auch nicht verkehrt. Also die hier habe ich jetzt hier gerade. Seht ihr, wie lange Stiele die haben? Das ist gerade sehr gut, weil ich knicke den Stiel einfach gar nicht allzu eng um, sondern mit so einer Schlinge, damit sich das einfach, sag ich mal, hier schön zwischen diese Waben reinstellen kann und sich da so ein bisschen hält. Das finde ich jetzt eigentlich gerade ganz nett. Ein bisschen länger kann ich sogar vielleicht auch mal noch eins lassen. Bei deinem Post ist in den Kommentaren, danke Maren. Dann habe ich es vielleicht deshalb einfach noch nicht gesehen. Es rutscht mir dann manchmal so ein bisschen durch, wenn die Sachen irgendwo nur in den Kommentaren sind. Ist aber kein Problem, da kriegen wir schon irgendwie geklärt. Hier. Das ist gut. Jetzt habe ich mich einmal dran gewöhnt, die Dinger zu zerlegen. Jetzt ist schon der erste Morgenstress, ist jetzt schon wieder rum. Es geht mir schon wieder direkt besser. Die sind ja süß. Passt ihr da im Ganzen rein? Passt ihr da rein? Es ist hoffentlich ein bisschen unterhaltsam trotzdem für euch. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ihr euch zu Tode langweilt, wenn ich jetzt nicht hier hardcore am Basteln bin. Aber andererseits seid ihr ja oft auch selber am Basteln und habt mich wahrscheinlich einfach so ein bisschen als Nebenbeschallung laufen, oder? Was treibt ihr gerade? Seid ihr gerade selbst am Werkeln? Die sind echt süß. So. Die waren auch echt nicht so ganz günstig. Insofern habe ich ehrlich gesagt auch gehofft, dass sie mir gefallen würden. Aber aus echten Blumen könnte ich das halt wieder gar nicht. Würde ich nicht beibekommen, würde sich nicht halten, wäre dann einen Tag schön und dann wäre es direkt wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Also insofern, dich will ich nicht abschneiden. Marina sagt, macht nichts. Sie bastelt Blumenblätter. Sehr gut. Wir können ja auch nicht immer nur Bastelstreams machen. Wir müssen auch einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumtüfteln. Ich hole mir von euch wieder die nächsten Arbeitsaufträge, aber diesmal nehme ich keine neuen Arbeitsaufträge entgegen, weil ich noch so viele alte abzuarbeiten habe. Oh, kriege ich nur das hier raus? Ich hätte sogar nur die Blume. Achtung. Ich sag ja, das sieht mir eigentlich gar nicht ähnlich. Zack. So. Ich weiß nicht, ob das nicht schon wieder zu viel ist da in der Ecke. Kann sich jetzt auch nur um Jahre handeln, das sage ich euch gleich. Das ist typisch. Wenn ich sowas mache, das kann nur ewig dauern. Die Beate hatte leider diese Woche keine Zeit, was vorzubereiten. Das ist gar nicht schlimm. Es ist einfach schön, dass du trotzdem da bist. Es gibt tatsächlich so Wochen, da kommt man zu nichts. Manchmal kommt man unvorhergesehen zu nichts. Manchmal weiß man schon vorher, dass man diese Woche zu nichts kommen wird. Manchmal kommt einfach irgendwas dazwischen. Aber es ist doch trotzdem schön. Dann hat man hier trotzdem ein bisschen kreativen Austausch. Beweg dich. Dieses Teil hier liebe ich sehr, aber irgendwie habe ich noch nicht den Dreh gefunden, wie ich das da richtig reinbekomme. Noch ist es sehr chaotisch. Also mal gucken, ob ich irgendwann einen Punkt finde, wo ich sage, jawohl. Jonna war eine ganze Zeit nicht am Papierplotten. Jonna, dann ran da. Ran an die Papierprojekte. Ich weiß es nicht. Sagt mal was dazu. Sind die schon zu groß? Ist es schon zu viel? Ist wahrscheinlich am Ende alles Geschmackssache, ne? Der eine wird sagen, um Himmels Willen, das schöne Papier, mach das Plastik da mal aus dem Weg. Ich war tatsächlich selbst positiv überrascht. Also ich traue mich quasi hier einfach mal was. Ich verlasse meine Komfortzone.
So. Hier fehlt noch ganz viel hier hinten. Hier passt noch was rein. Auf jeden Fall habe ich noch genug Grünzeug für weitere Projekte. Oh, die Melanie ist an was ganz anderem. Sie sitzt an der Nähmaschine, eine Tasche, und hat mich als Hörspiel an. Dann liebe Grüße von deinem Hörspiel. Viel Spaß beim Nähen. Finde ich sehr cool. Ist doch schön. Dann sitzt man nicht so alleine beim Kreativsein, sondern hat einfach noch ein bisschen Unterhaltung dabei. Ist doch nett. Hey, das ist ausgekommen. So. Die mag ich hier besonders. Also wir müssen auch, wenn wir nochmal Papierblumen basteln, müssen wir ein paar bauen mit wirklich langen Stielen dran, die man dann eben wie hier auch so ein bisschen wirklich ums Glas stellen kann. Da weiß ich noch nicht, ob das hier too much ist. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie die Cornelia das am Ende lösen wird. Und was ihr so macht. Deko bitte unbedingt zeigen. Wenn einer bastelt und dekoriert, bitte am Ende unbedingt zeigen. So. Ich finde, ja, es sieht immer noch ziemlich wild aus. Ja, die Karin sagt, vielleicht habe ich einen Drehteller. Was ich eigentlich habe, ist so eine richtig schöne Schale, warte mal, von meinem Adventskranz. Die ist ein bisschen zu groß leider eigentlich, aber die könnte ich gerade mal kurz holen. Die ist echt riesig. Die ist tatsächlich vielleicht ein bisschen zu riesig. Ich schäme mich auch ein bisschen, weil ich habe meinen Adventskranz erst diese Woche abdekoriert. Fun Fact am Rande. Aber dadurch wäre diese riesengroße, hübsche Schale jetzt frei. Ne? Diese hier. Die ist vielleicht wirklich ein bisschen zu groß. Geht das so? Warte. Glas, das schwere Glas machen wir raus. Jetzt fällt wahrscheinlich gleich die ganze Deko um. Wäre wahrscheinlich vorher schlau gewesen. Oh doch. Sehr schön. Dann jetzt das Glas wieder zwischen rein. Gut. Also auf jeden Fall ist es jetzt transportabel. Die Schale könnte ein ganz kleines bisschen kleiner sein. Ganz so gigantisch groß müsste sie nicht sein, aber es ist auf jeden Fall jetzt dann auch mit Deko besser zu transportieren. Das könnt ihr euch also gleich schon merken, wenn ihr selber auch dekoriert. Lieber erst einen Teller drunter, erst eine Schale drunter, dass man das Ding dann im Ganzen wegheben kann. Drehteller, damit kann ich jetzt gerade nicht dienen. Ich finde das hier eigentlich so schön, aber es ist ein bisschen arg gagelig groß. So. Aber das ist jetzt eine Arbeitserleichterung. Da habt ihr mich doch schon wieder auf was draufgehoben, wo ich auch selbst hätte drauf kommen können. Weil ich es jetzt einfach ein bisschen besser handeln kann. So, ein bisschen noch. Hier auf meiner Seite, ich zeige es euch dann gleich nochmal von der anderen Seite. Und bevor es dann zu wild wird, mag es dann auch gut sein. Ein bisschen noch hier gleichmäßig auch verteilen. Aber die Tatsache, dass man das da so schön lose reinstecken kann, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das darf ein bisschen mehr hier rüber. Habe ich hier noch irgendwo eine große Blume? Die ist halt arg groß. Da hatte ich gerade bei der anderen schon zu kämpfen. Ich glaube, da bleiben wir mal lieber nur bei 3 großen, wirklich großen Blumen. Die sind auch sehr süß hier, aber die müsste ich wahrscheinlich auch zerlegen, wenn ich die da reinmachen will. Machen wir das? Ja, ach, guck mal, die gehen ab. Reagenzgläser mit echten Blumen reinstellen wäre eventuell auch schön. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert und ich war nicht sicher, ob das, sage ich mal, in der Wabe fest genug steht. Da bräuchte man vielleicht nochmal ein Modell, das nochmal schmalere Wabensegmente quasi hat, dass dann wirklich das Reagenzglas auch an seinem Platz bleibt. Würde ich so denken, dass das da dann vielleicht noch so eine ganz gute Idee wäre.
Die sind süß, die polstern hier zwischendrin nochmal gut auf. Da kann ich hier so unten nochmal ein paar einzelne reinstecken. Das mache ich jetzt noch einmal ringsum. Dann gucken wir uns das Ganze vielleicht gerade nochmal von oben an. Diese hier müsste ich hier hinten irgendwie noch so ein bisschen befestigen. Die wollen nicht so ganz so aufrecht stehen, wie ich das gerne hätte. Ich habe ja gesagt, ich traue mich heute mal was. Achtung. Ja, machen wir die alleroberste, gageligste einfach raus. Besser. Besser. Wie macht ihr das, wenn ihr sowas dekoriert? Dekoriert ihr überhaupt? Oder seid ihr eher der Typ für, ihr liebt es geometrisch und lasst das ganze Schnickschnack-Gedönse außenrum weg? Habt ihr eine Technik? Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, den ich beherzigen kann, mit dem ich mir leichter tue, das alles gleichmäßig zu verteilen. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ihr würdet euch totlachen jedes Jahr, wenn ihr mitkriegen würdet, wie lange ich an meinem Adventskranz immer rumwerkel. Bis da überall noch, da noch ein kleines Schnickschnack-Ding und hier noch ein kleines Schnickschnack-Ding eingebaut ist, da vergeht immer viel Zeit. Aber da genieße ich auch wirklich einfach den Prozess. Da habe ich einfach Spaß am Machen. Da kann man irgendwie abschalten, da kann man so ein bisschen vor sich hin tüddeln. Steckt man irgendwo was hin, dann holt man es wieder weg, dann macht man es nochmal an eine andere Stelle. Die Jana ist letzte Woche einfach eingeschlafen beim Stream. Solange das jetzt nicht heißen soll, Jana, ich habe dich wirklich komplett ins Traumland gelangweilt. Aber gut, auch dann wäre es ja für was gut gewesen. Der neue Einschlafen-Podcast. Miriam sie steckt Blumen irgendwo rein. Dekorieren, zugucken oder zuhören. Ach Gott. Bist jetzt auch schon wieder am Kämpfen. Wahrscheinlich stehst du auch früher auf als ich, Jana. Du bist vielleicht nicht ganz so eine Nachteule. Möglicherweise. Ist fast gut. Immer wenn ich es drehe, entdecke ich doch wieder irgendwo noch eine Lücke, wo ich denke, da könnte noch was dazwischen. Hier diese hohen baue ich noch ein. Und dann. Beate fragt, ob ich den Link mal teilen lassen könnte von der Kunstblume. Beate, ich habe die im Shop auf jeden Fall bei diesem Projekt, an dem ich da gerade werkel, verlinkt. Ich habe es in den Materialtipps auf der Materialtipps-Seite verlinkt und es müsste auch schon hier bei YouTube unter dem Video müsste es auch schon dran sein. Wenn der Florian aber gerade mit hört und mitdenkt, kann er es vielleicht für euch auch noch mal in den Chat reinmachen. Ist überall quasi, wo ich es passend fand, habe ich es schon hingemacht, weil ich nicht widerstehen konnte. Die sind gestern erst angekommen und ich habe die dann auch gleich ausgepackt und ich war eigentlich gleich ganz verliebt. Ich war super skeptisch, weil ich eigentlich überhaupt kein Kunstblumenliebhaber bin. War ich nicht so ganz sicher, ob das eine schlaue Idee ist, das jetzt hier mit einer Kunstblume zu versuchen. Aber ich habe das beim Auspacken schon ganz süß gefunden, weil so viele verschiedene aus sind. Und ja, wie gesagt, das mit diesen Drahtenden ist halt hier einfach praktisch, weil man die so schön, sag ich mal, in die Zwischenräume reinstecken kann und es dann auch ganz gut hält. Ich versuche euch das Ganze gleich auch nochmal von oben zu zeigen, weil ihr seht jetzt gerade nur einen leicht übertriebenen riesen Blumentuff. Aber ich habe wirklich versucht, so ein bisschen die Strukturen zu verteilen und nicht zu bunt zu mischen. Weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist. Sehr gut, danke Florian. Tina, was ist denn bei dir los? Du bleibst bei den Blumen, bei den Tulpen, dich ärgern die Blumen. Was ist da los? Eigentlich haben die genau gleich viel Spiel oder kein Spiel, sag ich mal, wie die Tulpen auch. Aber diese runden Laschen sind schon ein bisschen anspruchsvoller vielleicht zu kleben als bei den Tulpen hat man ja so schöne Ecken, sag ich mal, wo man ansetzen kann. So. Ich glaube, das war's. Die darf ein bisschen höher noch.
Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ich hoffe, das ist das erste Mal. Einen noch hiervon. Kennt ihr das beim Dekorieren? Habt ihr da auch so ein Mathe-Monk? Es muss am besten immer eine ungerade Zahl sein. Es sind bis jetzt 2 von diesen Blättern, also kann hier das so gruppenmäßig, kann hier noch so ein drittes rein. Hier so. Ja, schön. Die hier könnten halt auch noch einen kleinen Draht vertragen, aber die habe ich halt vom Draht runter gemacht, deshalb fallen die gerade so ein bisschen ins Nichts. Der Annette gefällt es sehr gut. Annette, ich zeige es euch gleich auch noch mal ringsum von oben. Ich glaube, dann sieht man es noch mal ein bisschen schöner. Und ich glaube tatsächlich, lacht mich nicht aus, das Ding darf am Ende auf meinem Esstisch stehen. Die meisten Bastelsachen schaffen es ja bei mir nicht bis in die Wohnung. Die habe ich dann gebastelt und freue mich einfach nur, dass das Basteln geklappt hat. Die könnte auch noch ein Mühe höher raus. Das machen wir jetzt noch. Aber wenn es dann quasi es wirklich bis auch es wird in der Wohnung dekoriert schafft, dann ist es eigentlich immer schon ein gutes Zeichen. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine Freude am Deko-Basteln habe, weil ich bin sonst gar nicht so... Bei mir ist es nicht sehr dekoriert in der Wohnung. Ihr würdet euch wahrscheinlich wundern, dass hier eher alles sehr, sehr nüchtern ausschaut. Hier könnte ich noch so ein bisschen Grünzeug für unten drunter gebrauchen. Ist da irgendwas dabei? Die sind schön, aber die sind relativ groß. Hier hätte ich gerne noch so was Kleines zum Auffüllen. Sowas hier. Das ist gut. Das darf da noch bei dieser rosa Blume mit rein. Dann hält die ein bisschen besser. Also es ist wirklich süß. Sagt der nicht künstliche Blumenfällen. Alleine, dass ich die so ein bisschen individualisieren kann, ich zeige euch das gleich mal an der einen Sorte, dass ich da die Blätter verschieben kann und das alles irgendwie auseinandernehmen kann, ohne dass es gleich komplett zerrupft aussieht. Das ist schon was, was mich glücklich macht, weil man dann ja eben so seine Stellen hat, wo man gerne noch was hinmachen will. 3, 2, 1 Chaos. Wartet, wie mache ich das jetzt am besten? Ich mache die ganz kurz zur Seite. Dann zeige ich euch hier mal noch, was mir an denen jetzt gerade gut gefallen hat. Aber ich will euch gerade erst einmal ringsherum das Teil zeigen. Machen wir einmal ein bisschen Platz. So. So. Einmal von oben und von oben seht ihr schon. Da seht ihr jetzt von oben eigentlich fast nichts mehr von meinem hübschen Wabensockel seht. Ich muss gerade selber lachen. In der Kameraperspektive sieht es wirklich aus, als ob ich es dezent übertrieben hätte. Aber vielleicht seht ihr trotzdem die Blütenmischung. Die ist, finde ich, schon ganz gut. Also die großen Blumen haben wir es natürlich angetan. Aber auch, dass wirklich so viele unterschiedliche, auch kleine hier dabei sind. Und was mir bei denen eben auch gut gefallen hat, das wollte ich euch bei der einen Sorte hier gerade mal zeigen. Diese hier. Ich habe keine Ahnung, ob das immer so ist. Ich bin kein Experte bei so Kunstblumengeschichten. Schaut mal. Aber die haben hier eben diesen Stängel und diese Blätter, seht ihr das? Die kann ich, sage ich mal, frei auf dem Stängel jetzt in der Höhe bewegen und kann sie auch frei in sich quasi drehen, kann sie so ein bisschen versetzen. Und das habe ich hier ringsherum bei den Blättern auch wirklich gemacht. Also falls ihr euch gefragt habt, was dauert da so lange? Ich habe wirklich versucht, die auch so ein bisschen schön, sage ich mal, zu richten. Weil ich jetzt ja hier nur eine relativ kurze Strecke gebraucht habe, habe ich die alle so ein bisschen nach oben geschoben und habe hier diesen unteren Teil dann einfach so ein bisschen zusammengewickelt. Das heißt, ich musste hier gar nichts kaputt machen, sondern ich konnte das hier einfach so ein bisschen zum Ring zusammenwickeln. Und den Ring kann ich jetzt wieder super gut hier irgendwo zwischen rein in so ein Wabensegment stellen. Ne, so. Und damit bin ich doch jetzt ganz happy. Guckt mal. Ich freue mich gerade, dass das doch unter der Kamera auch ganz hübsch geworden ist. Ich bin ganz happy eigentlich wirklich mit dem Ergebnis. Und ich habe noch jede Menge von dem Grünzeug über. Finde ich auch gar nicht schlecht, weil ich halt, wenn ich hier oben was dekoriere, einfach so viele Sachen habe, wo sich eine echte Blume nicht lohnt. Ich habe hier oben auf der ganzen Etage nicht mal irgendwo einen Wasserhahn. Das heißt, ich hätte ständig Rennerei und ich kenne mich. Das läuft bei mir nicht. Also selbst Pflanzen im Außenbereich müssen künstlich quasi regelmäßig bewässert werden, wenn die hier leben sollen, weil ich die immer vergesse. Aber ich bin wirklich jetzt mit dem Ergebnis ganz,
ganz happy. Und ich wollte es das halt mit euch zusammen machen, weil ich dachte, ihr seht, wie sich jemand anstellt, der überhaupt kein Händchen dafür hat. Ich bin kein Florist, ich habe nichts in der Richtung gelernt. Ich habe jetzt einfach nur wild ein paar Kunstblumen hier einmal ringsum reingesteckt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Und man hat vielleicht nochmal eine viel bessere Idee dafür, was man mit diesem Wabensockel anfangen soll. Ne? Ich zeige es euch jetzt vielleicht auch nochmal. Ihr sagt selber nochmal, wie ihr es am besten sehen könnt. Ich drehe es euch hier einfach noch einmal ringsherum. Hier, ich habe noch eine Lücke gefunden. gefunden. Das ist bei mir, wie gesagt, ganz normal. Da bauen wir jetzt direkt auch noch so ein Blatt ein. Und dann zeige ich es euch noch einmal in der Kamera von vorne und dann mag es für heute, würde ich sagen, auch gut sein mit dem Projekt. Also ich schiebe mir jetzt hier auch die Blätter einfach wieder so ein bisschen ran. Und ich finde das halt schon toll. Also ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, ob ich direkt ins Thema Papierblumen mit euch nochmal reingehen soll. Aber schaut euch mal an, wie fein die gemasert sind. Da müsste ich erst wieder jetzt losziehen in die Gärtnerei, mir irgendwie 1000 Fotos von Pflanzen machen, versuchen auch eine Druckdatei, sag ich mal, herzustellen, weil das kriege ich mit dem Maß an Detail ja ohne weiteres, sag ich mal, jetzt gar nicht mal eben mit dem Plotter hergestellt. Und wenn ich so viele Teile brauche wie hier, um das Ding zu dekorieren, dann können wir uns erstmal 4 Wochen lang in Streams treffen und können irgendwie unsere eigenen Papierblumen herstellen, dass man wirklich auch Füllmaterial quasi hat. Das hätte ich jetzt einfach nicht geschafft in der Kürze der Zeit. Also ich bin ganz happy. Ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Ha. Und ein liebes Danke an die Karin, die dieses Wort hier Drehteller gesagt hat und mich damit darauf gebracht hat, dass hier vor der Tür noch meine Adventskranzschale steht, weil mir die jetzt hier auch das Leben so ein bisschen leichter gemacht hat. So, ne, tada, seht ihr es auch nochmal von vorne. Und ich würde sagen, das kann sich doch wirklich gut sehen lassen. Was ihr mir jetzt vielleicht noch sagen dürft, ihr habt mir jetzt so lange geduldig zugeguckt, ist hier innen drin, ob ihr da noch Wünsche oder Ideen habt, weil ich gar nicht sicher war, wie gut es, sag ich mal, mit der Vertiefung für euch ist. Man hätte quasi auch, sag ich mal, ein Modell machen können, wo diese Vertiefung komplett weg ist. Ich finde es jetzt eigentlich ganz nett, weil die Kerze steht halt dadurch eben hier in der Mitte so auf einer halben Höhe, sag ich mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kerze anzünden würde, dann habe ich die Flamme ungefähr auf der Höhe. Man guckt also auch so ein bisschen durch diese Blütendeko durch. Es ist damit so ein bisschen ausgemittelt. Ich hatte eigentlich erst einen Entwurf gemacht, wo sich dieses Wabenteil quasi um die Vase drumherum stellt. Ist aber schwieriger, weil sich das dann noch mehr aufdehnt. So habt ihr diesen Verbindungspunkt in der Mitte und es fächert sich, sage ich mal, alles relativ sauber da drumherum. Das heißt, ihr könnt gerne nochmal sagen, ob ihr Ideen, Eingebungen habt, ob ihr andere Maße vielleicht noch irgendwie gut finden würdet. Genau, also Alicia, ich könnte durchaus, wenn ich wollte, die Kerze, entweder eine größere Kerze reinmachen. Das aber vielleicht auch noch als Gedanke oder als Tipp. Ihr könnt die Höhe der Kerze natürlich auch einfach regulieren, indem ihr da Dekogranulat reinfüllt. Also wer jetzt sagt, ihm wird jetzt in meinem Fall, hier bis da, wo mein Finger geht, da ist jetzt bei mir die Kerze, ihm wird die jetzt schon zu tief stehen, die dürfte ruhig 2 cm höher stehen, der kann natürlich die Kerze rausnehmen und kann unten drunter Dekogranulat auffüllen und dann kommt die Kerze einfach ein bisschen höher raus. Passt da deine Vase rein? Vermutlich nicht. Meine Vase, Martina, welche? Diese Papiervase. Schreib mir noch mal, welche genau du meinst. Ha, ja. Ich lese gerade Beate, die sagt, es sieht super aus und hält auf jeden Fall länger als ein Adventskranz. Ja. Mein Adventskranz war auch schon böse abgeschossen, jetzt als ich den endlich abdekoriert habe. Meine ganze Schale ist auch noch so ein bisschen eingestaubt und eingedreckt, aber ich bin mit dem Resultat trotzdem ganz glücklich. Ja, auf den Teller eine Lichterkette, Jonna, kann man durchaus machen oder eine LED-Kerze oder ich hatte schon überlegt, man könnte vielleicht sogar, aber das überlasse ich eurer Kreativität. Ich habe gestern ganz kurz überlegt, ob man statt dieser Kerze in der Mitte dieses Akkulicht in die Mitte reinmacht. Habe ich das hier irgendwo stehen? Habe ich das hier irgendwo? Ihr wisst, welches ich meine. Das ich auch in die Marenblume eingebaut habe. Diese Akku-Aufladelampe. Theoretisch könnte man den Sockel so anpassen, dass die Akku-Aufladelampe genau in der Mitte steht
Und dann kann man da einfach drumherum dekorieren und das Ganze wäre von innen beleuchtet. Das würde ich von der Idee her auch total gut finden. Ah, die 3D-Druckvase aus dem Regal hinter mir. Nee, die ist zu groß. Die passt da nicht rein. Man könnte sie draufstellen, wenn man den Sockel umdreht. Als Deko-Erhöhung generell finde ich den eigentlich auch ganz schick. Aber das, ja, ihr dürft sehr gerne noch Wünsche äußern. Und ich habe es euch ja nicht verheimlicht, das ist ein bisschen Arbeit logischerweise, weil ihr halt einfach viele Segmente habt, die man faltet und die man klebt. Aber ich finde, das Resultat kann sich total sehen lassen. Danke, Geli, du schreibst, es sieht wunderschön aus. Vielen, vielen Dank. Ich drehe es euch noch ein letztes Mal im Kreis, weil ich mich selber so freue, dass es so gut geworden ist. Guckt mal. Das kann sich doch schon sehen lassen. Und überseht bitte den Staub und den Dreck und was auch immer. Ich bin einfach glücklich, dass es am Ende jetzt doch so hingehauen hat. So, Wabensockel erklärt. Ich überlege, die Dekoblume Maren wird hinter mir noch liegen, aber ich glaube, ihr seht es mir nach, die schiebe ich auf. Da muss ich selber einfach erstmal gucken, ob das zusammengeht, weil es sind am Ende nämlich auch 7 Segmente, die da gebaut werden müssen. Das dauert eine Weile. Ich habe sie geplottet, es liegt schon da, es wird da Fortschritte geben. Und ich glaube, dann gucken wir tatsächlich einfach noch Kundenfotos, wenn ich nichts Wichtiges vergessen habe. Welchen Staub. Naja, der tarnt sich einfach gut auf dieser silbernen Schale, tarnt er sich ganz hervorragend. So, gebt mir einen ganz, ganz kurzen Moment, dann gucke ich ganz kurz, ob ihr in der Zwischenzeit noch Kundenfotos hochgeladen habt, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Habe ich heute zwar schon mal gemacht. Wie machen wir das? Ihr kriegt kurz den Trinkpause-Song, oder? Ich trinke einen Schluck, guck ganz kurz in den Shop und dann sehen wir uns gleich. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. So, Ton habt ihr hoffentlich wieder. Und ich habe es, glaube ich, auch geschafft. Die allerneuesten Kundenfotos stehen dann jetzt gleich am Anfang. Wundert euch nicht, die allerneuesten noch komplett unbearbeitet, aber tada! Direkt weitere Blümchen. Sabine, was hast du uns dazu geschrieben? Weil die Frage vorhin kam, guck mal hier, Jonna, das hilft vielleicht für dich. Hier wurde 220 Gramm, 160 Gramm und 135 Gramm Papier benutzt. Das ist sehr nah an unseren 120 Gramm. Geht alles, schreibt die Sabine. Nur bei dem dünneren Papier muss man ganz behutsam sein. Für die Blütenmitte hat sie die innere Stabilisierung ein paar Millimeter verkürzt und die Höhe um 2 Millimeter vergrößert. So passt sie dann in das Loch. Ach, das heißt, die Sabine hat einfach das Innenteil nochmal geschnitten und hat es als Deko-Element hier nochmal mit angelegt. Ich habe mich schon gewundert. Aber, Jonna, das könnte dir helfen. Das ist vielleicht eine ganz brauchbare Info, weil du ja vorhin ganz gezielt gefragt hast, kann man die Blumen auch mit dünnem Papier machen? Kann man. Katja! Liebe Grüße an der Stelle an dich. Du bist verrückt im positivsten Sinne. Ich freue mich, du bastelst so unfassbar viel in einer Geschwindigkeit und in allen Größen. 120% okay, 100% naja, 80% okay, 60, 50, 40. Ja. Wie machst du das? Das ist echt krass. Also 40%, ich glaube, da würde ich echt einen Schweißausbruch kriegen. Die sind jedenfalls alle ganz toll geworden und ich freue mich wie irre über deine Bilder.
Hier haben wir von der Marina eine Tunnelkarte mit dem Kinderwagen im Papierrahmen und sie hat die Rückwand extra mit Buntstiften bemalt. Sehr süß. Dann war die Julia auch fleißig. Die hat Tulpen gebastelt. Liebe Grüße, Julia. Vielen Dank für das Foto. Dann haben wir auch von der Heike noch ein Bild. Auch hier wurde noch eine Blume gebastelt und ich finde das hier auch sehr nett, der mal so einen andersfarbigen Randstreifen zu verpassen oder je nachdem, wie man es sehen will, eine andersfarbige Vorder- und Rückseite. Sehr schick. Hier war auch die Julia fleißig. Die hat nämlich das Pop-Up-Kuchenstück gebastelt mit der passenden Außenseite. Wer also mal wieder Lust hat auf eine Pop-Up-Karte, sogar mit Beleuchtung, hier seht ihr, sitzt die LED, kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein bisschen eine Bastelei und man braucht ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl, aber das Ergebnis lohnt sich total. Hier war der Gerd fleißig. Da durfte mal wieder der A1 Mini ran, gedruckt in PETG mit Hintergrundbeleuchtung. Ist eine 4x4 LED-Matrix. Gerd, jetzt bin ich neugierig. Erzähle mir mehr zur 4x4 LED-Matrix, beziehungsweise schick mir doch gerne mal einen Link. So. Dann habe ich hier noch ein längst eingegangenes Foto von der Tina. Ich verspreche es, auch die anderen Fotos, die irgendwo noch liegen, so Stück für Stück auch für euch freizuschalten. Da hat die Tina das Sparschwein gebastelt. Und für diejenigen von euch, die gerne nähen, an der Stelle nochmal liebe Grüße an die Melanie, die vielleicht immer noch fleißig an ihrer Tasche näht. Das perfekt passende Motiv mit der Tunnelkarte Nähmaschine, auch einmal im Papierrahmen. Dann zwischendurch noch ein schnelles Weihnachtsprojekt, weil ich eben Bilder von der Tina freigeschaltet habe. Wer mal früh dran sein will, ich weiß, wir basteln gerade alle für Ostern, aber wer mal früh dran sein will, kann auch jetzt den Plotter anwerfen und schon mal was für Weihnachten machen. Eigentlich ist es mehr eine Proklamation an mich selbst. Weihnachten jedes Jahr so schnell kommt. So, die Nicole war auch sehr tüchtig. Da sind weitere Tulpen entstanden. In Pink, in Eosin, richtig, und in Blau. Richtig, richtig schön. Auch hier, Marina, über die Schmetterlinge habe ich mich sehr gefreut. So schön. Einmal in Folie 220 Gramm weiß, angemalt mit Wasserfarben und einmal aus einem alten Kalenderblatt. Sehr, sehr hübsch. Die sind auch richtig schön jetzt einfach für den Frühling und vielleicht auch was, wenn ihr mit Kind oder Enkel basteln wollt, kann man die vielleicht einfach das Papier kunterbunt machen lassen und kann hinterher dann so einen Schmetterling draus machen und hat dann mal eine Sache, die dann auch fertig ist, die man einfach aufhängen und vielleicht sogar aufheben kann. So, hier war die Vera fleißig. Die Vera hat die Tulpen umgesetzt mit dem Digi-Papier-Pünktchen. Die stehen hier ganz schön dekoriert. Auch hier aus der Nähe nochmal fotografiert, da seht ihr das Digi-Papier nochmal ein bisschen besser. Aus 120 Gramm Tonkarton in Originalgröße. Also auch hier nochmal, Jonna, Randa. Du siehst, die 120 Gramm Tonpapier haben auch bei der Vera funktioniert. Die Tina hat die Blume Maren umgesetzt. Maren, warum haben wir eigentlich so viele Projekte, die nach dir heißen? Ich habe gerade festgestellt, dass irgendwie habe ich das irgendwann mal angefangen, wenn ihr so spezifische Wünsche äußert, die Projekte auch nach euch zu nennen. Aber irgendwie haben wir verdammt viel, was Maren heißt. Und ich arbeite schon wieder an der XL-Fächerblume Maren. Also Maren, ne? Irgendwie hast du bei mir einen Stein im Brett. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber es ist mir so aufgefallen. Ja, wo wir von der Maren sprechen. Jetzt auch hier direkt wieder ein Bild von der Maren. Da muss man allerdings sagen, die hat sich die Maren nicht gewünscht, die hat sie nur einfach zuerst und sehr schnell umgesetzt. Das heißt, die hätten es auch fast verdient, Tulpe Maren zu heißen. Ja. Ich sehe hier gerade, wie das wohl zustande kommt, dass gewisse Wünsche dann doch immer so zügig umgesetzt werden. Wahrscheinlich, weil du mit deinen Wünschen oft genau meinen Nerv triffst. Das ist es wahrscheinlich, weil du mich genau immer in dem richtigen Moment erwischst und ich dann sage, jawohl, Randa, genau das mache ich jetzt. Ne? Also auch hier, die Tulpe 2 ist eigentlich ein Beispiel dafür. Diese kleinere Tulpe, das war die erste, die kleine, die pummelige Version, die ist die erste, die in den Shop kam, und die Maren hat sich noch eine höhere, schmalere Variante gewünscht, die steht hier hinten dran. Die heißt, schändlicherweise heißt die Tulpe 2. Die müsste eigentlich auch Tulpe Maren heißen. Hier haben wir von der Tina nochmal ein Bild von der Blume Maren, richtig schön fotografiert mit den Tulpen hinten dran.
Hier war die Sonja fleißig, die hat gearbeitet mit der Cameo 4, hat sie uns sogar dazu geschrieben und hat Tonkarton von Folia 220 Gramm benutzt. Und die Auflage außen ist mein Digipapier Knitter und Streifen auf Leinwand, was sie hier aufgedruckt hat. Ich finde es super süß, dass ihr euch so bemüht, die Projekte miteinander zu kombinieren. Und ich finde es ganz toll, wie gut diese Knitteroptik hier auch rauskommt. So, hier haben wir von der Tina auch Tulpen, die sind so schön geworden, in kräftigem Gelb, in kräftigem Pink und ich kann mich daran nicht satt sehen, auch wenn wir jetzt wieder endlich ein bisschen Frühling haben. Vorher war das ja so, es ist alles grau und man braucht dringend Frühling und bastelt sich den dann halt. Aber das ist jetzt bei mir trotzdem immer noch so, dass ich sage, ich kann mich nicht daran satt sehen, also immer her mit euren Bildern. Hier auch nochmal ein Foto von der Sonja, das ist jetzt die hohe Tulpe 2, auch umgesetzt mit den Digipapieren, sehr, sehr schön. Hier war auch der Gerd wieder fleißig, beim Gerd läuft der 3D-Drucker. Gerd, du brauchst das nächste 3D-Druckprojekt oder du langweilst dich wahrscheinlich schon. Du brauchst dringend weitere 3D-Druckprojekte. Der hat hier die Ostereier in allen 3 Größen gedruckt und wunderbar aufgehängt. Hier war wieder die Katja fleißig, die 160 und 40%, sehr, sehr hübsch. Hier auch mal ein Shoutout an die Silvia. Silvia, das ist eins meiner Lieblingsbilder diese Woche. Das ist so schön geworden und es ist so schön, wie du das dekoriert hast und es sieht alles irgendwie selbst gebastelt aus. Komplett selbst gebastelte Deko mit der Tulpe drin. Richtig, richtig, richtig toll. Also ganz liebe Grüße, vielen Dank für das schöne Foto und die Umsetzung gefällt mir wirklich, wirklich gut. Mein Mann wird sich freuen, das ist so ein Stück Korkenzieher-Haselnuss wahrscheinlich, dass wieder ein Stück weniger Haselnuss irgendwo draußen steht. Aber ich freue mich einfach über das über die sehr, sehr hübsche Umsetzung. Ganz, ganz toll. Auch von der Silvia die beiden weißen Tulpen. Hier auch nochmal ein Foto von der Katja. Katja, ich liebe es, dass du mir die Zwischenstände auch dokumentiert hast. Daraus waren auch wieder Pinterest-Pins und so. Ich liebe es total, dass ich da dann auch so sehe, wie die so der Reihe nach entstehen. Hier war die Verena super fleißig, die hat den XL-Hasen in Weiß in Originalgröße gebastelt und dazu riesengroße Ostereier. Und zwar einmal stehend Creme 10 cm Originalgröße, also so groß wäre das eigentlich. Beige sind 20 cm und Knospengrün sind 28 cm. Verena, irre. Richtig, richtig toll und richtig cool zu sehen, dass man dieses mickrige Ei auch in dieser Größe umsetzen kann. Richtig, richtig toll gemacht. Hier hat die Heike das Körbchen mit dem Bandrand gedruckt und hier auch das Band sehr geschickt offenbar eingefädelt. Heike, wo hast du das befestigt? Ich habe mich gefragt, wie du den Abschluss gemacht hast, dass man den gar nicht sieht. Das darfst du uns gerne mal verraten. Hier hat die Katja das brandneue Körbchen umgesetzt, nämlich das Körbchen, wo ihr im Wechsel diese Stäbe und die Blüten habt. Dieses Körbchen hatte sich die Bianca gewünscht. Das ist jetzt letzte Woche erst für euch in den Shop gewandert. Die Umsetzung mit diesen kräftigen Kontrastfarben gefällt mir richtig gut, Katja. Richtig, richtig schön. Mit diesem tollen Band zu dieser perfekt passenden Filamentfarbe. Ich muss auch mal anfangen, ein bisschen bunter zu drucken, glaube ich. Ich mit meinen 3 Farben und Weiß. Ich müsste auch mal ein bisschen bunter drucken. Also es ist richtig, richtig toll gemacht. Sehr schön geworden, Katja. Hier war die Nicole auch fleißig und schaut mal, wie schön sich die weißen Tulpen auch machen. In 50, 75, 100 und 100%. Und die Nicole ist quasi genauso verrückt wie die Katja. Die hat auch wirklich hier in 50% gebastelt. Finde ich recht irre, aber richtig, richtig gut. Hier hat auch die Tina Knitter Digipapier eingesetzt und ich liebe es, dass ihr gerade die Digipapiere wieder für euch entdeckt. Wir bräuchten auch dringend mal Neues. Es wäre mal Zeit für neue Digipapiere, aber mein Tag hat einfach viel zu wenig Stunden. Ich habe immer so viel, was ich gern machen würde. Hier haben wir ein richtig schönes Foto von der Maribel. Guckt mal hier zum Thema Wabenprojekte. Die hat den Luftballon gleich mehrfach in richtig bunt umgesetzt. Und das ruft eigentlich auch gute Laune, Fasching, Frühling, was auch immer. Richtig, richtig schön. Liebe Grüße, Maribel. Vielen Dank für das Foto. Die Fotos, da kommt eigentlich, glaube ich, gleich noch eins. Tada! Wusste ich noch. Sehr, sehr schön. Hier war auch die Maribel sehr tüchtig. Da habe ich schon beim Durchblättern der Bilder heute Mittag den Hut gezückt, denn dieser Pop-up-Blumenstrauß ist offenbar von Hand angemalt. Und wer das noch nie gemacht hat, hat keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist. Da war mein
stoisches Dekorieren heute Abend gar nichts dagegen, weil wenn ihr den Pop-Up-Blumenstrauß noch nicht zusammengebaut habt und den anmalen wollt, dann besteht er natürlich, sage ich mal, aus ganz vielen Einzellagen. Und damit es so toll klappt wie hier, diese einzelnen Lagen passend zueinander zu kolorieren, man muss also quasi auch immer verstehen, welche Lage kommt wo genau hin, welche Blütenhälften treffen sich, muss man ziemlich konzentriert arbeiten und einen ganz guten Durchblick haben, sage ich mal, was am Ende wo landet. Also Chapeau, das ist richtig toll geworden, Maribel. Richtig, richtig, richtig schön. Ich habe mich riesig über das Foto gefreut und ich weiß, wie viel Arbeit du dir gemacht hast. Wollte ich nur mal gesagt haben an der Stelle. Hier seht ihr es auch nochmal liegend. Also ich finde das immer so krass, vielleicht seht ihr das bei meinen Papierfarben manchmal auch, was das für einen Unterschied macht, ob man Dinge stehend oder liegend fotografiert. Ich finde, das ändert die komplette Farbwahrnehmung komplett. Deshalb finde ich das total gut, dass ihr euch die Arbeit macht, das irgendwie beides auch aufzunehmen. Hier haben wir wieder ein Foto von der Maren, die hat auch die Blümchen gebastelt, die Stapelblume. Ja, und ich bin jetzt komplett hin und her gerissen, was ich als nächstes mache, weil ich hätte eigentlich wirklich noch Lust auf mehr von diesen 3D-Deko-Projekten. Maren, was hier eigentlich passiert? Dein Herz, steht es falsch rum, zufällig? Hier hat die Vera das Digi-Papier auf Transparentpapier gedruckt und einfach als Banderole um ein Teelichtglas gestellt. Meine Digi-Papiere, bei denen habe ich ja so ein bisschen einen Spleen, die sollen immer irgendwie randlos verlaufen. Das ist immer relativ viel Arbeit, sage ich mal, in der Vorbereitung, aber damit kann man dann halt am Ende auch mit einem einfach gedruckten Teil relativ coole Effekte erzielen. Hier war die Heike fleißig, das sind einmal die 100 und die 120% und ich frage mich gerade, ob das nicht das letzte Foto ist, das wir letzte Woche gesehen haben. Oh, helft mir mal, ich glaube ja. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, weil dieses Foto kam von der Nicole extra nochmal rein. Darum hatte ich, glaube ich, im letzten Stream gebeten und habe mich dann am Wochenende wie irre gefreut, dass die Nicole sich hingesetzt hat und mir tatsächlich sofort die Bilder hochgeladen hat. Also ich liebe euch sehr dafür. Und du siehst, Nicole, ich habe es auch gleich wieder im Shop freigeschaltet und auch gleich schon Pinterest-Pin draus vorbereitet. Also ich freue mich riesig darüber, dass ihr euch so unfassbar viel Mühe mit den Fotos für meine Projekte gebt. Ihr seid echte Schätze. So. Blubber. Ich habe gerade mal noch einen Schluck getrunken. Komme jetzt noch einmal zu euch zurück. 3D-Druck. Gerds Bilder haben mich drauf gebracht, dass ich beinahe was vergessen hätte. Ich hätte hier beinahe was vergessen. Schaut mal. Ich nochmal hier ganz kurz zeigen zum Thema. Ich drucke sonst immer nur in weiß. Ich zeige es euch gleich nochmal unter der großen Kamera. Ich habe das 3D-Osterkörbchen nochmal gedruckt. Das hat es noch nicht in den Shop geschafft, weil ich was erst noch ausprobieren wollte. Nämlich, wie das da mit der Passung funktioniert. Ob da diese XY-Lochkompensation, die ich euch letzte Woche als Einstellung im Slicer vorgestellt habe, ob die hier auch greift. Ich habe ja letzte Woche im Stream dieses Körbchen zusammengeklebt, bin da auch super zufrieden mit dem Resultat, konnte hier die Klebereste eigentlich einfach ganz gut wegwischen und glaube, das kann man jetzt genauso auch machen. Ich wollte aber noch mal testen, ob es mit einer minimal größeren Spaltbreite hier bei dieser Steckverbindung, sage ich mal, reibungsloser funktioniert. Auch deshalb, weil die liebe Annette, die ja den Druckservice für euch macht, in den letzten 1,5 Wochen manchmal gekämpft hat bei verschiedenen Filamenten, weil je nach Filament, sage ich mal, dann auch wieder die Schrumpfung ein bisschen anders ist und die Passung dann ein bisschen anders ist. Das heißt, ich habe hier erstmal geschaut, ob die Lochkompensation bei so schmal, langgestreckten Löchern überhaupt greift. Das tut sie. Und damit werde ich an der Datei auch nichts mehr ändern. Heißt, ihr könnt selbst quasi ein bisschen in der Datei auch einstellen, wie stramm oder nicht stramm diese Steckverbindung am Ende hier sitzen soll. Dieser zusätzliche 0,1 mm ist mir persönlich hier schon wieder fast zu viel Spiel. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich nicht die Datei ändere, sondern euch auch, wenn die jetzt in den Shop wandert, einfach die Info von letzter Woche verlinke, wo ich das im Slicer gezeigt habe, wo ihr das mit der XY-Lochkompensation einstellen könnt. Crumpet fragt, gibt es das Körbchen so in der Art auch als Papierprojekt? Ja. Als Papierprojekt ist dieses Körbchen schon längst quasi im Shop. Das ist eins meiner schon länger zurückgelegenen Projekte. Wenn du nicht fündig wirst, schreib mir gerne eine Mail, dann suche ich dir quasi den passenden Link raus. Ich versuche im Moment die Verschlagwortung im Shop mal noch ein bisschen zu verbessern. Da ist mir die Tage auch aufgefallen, dass es nicht so ganz so ist, wie ich das gerne hätte. Gibt es als Papierprojekt, dann hast du hier an der Seite kleine Klebelaschen, die du klebst und auch von innen optional nochmal so eine
zusätzliche Papierlage, die man da reinklebt, die das dann einfach abdeckt. Ich wollte es aber eben auch sehr gern für den 3D-Druck testen und habe das hier für mich, für den 3D-Druck vor allem ausprobieren wollen, weil ihr wisst, ich bin da der Technikmensch. Ich habe quasi nach einer Lösung gesucht, wie ich so ein schmales Wandteil trotzdem, sage ich mal, mit einer Passung versehen kann, damit es mit dem Aufeinanderkleben dieser einzelnen Teile möglichst gut und möglichst unkompliziert funktioniert. Und weil ich diese Wand hier außen so schmal haben wollte, ist hier ein Dübel keine Option. Ansonsten hätte man ja darüber nachdenken können, auch wieder mit einem Dübel zu arbeiten, aber Dübel ist hier keine Option. Und ja, ich wollte trotzdem dieses Game erst nochmal durchspielen, das mit der XY-Lochkompensation testen, weil ich ganz sicher sein wollte, dass ihr für euch anpassen könnt. Könnt ihr auf jeden Fall. Ich habe das Ganze hier nochmal testgedruckt in dieser hübschen pinkenen Farbe und packe euch das jetzt irgendwie im Laufe der nächsten Woche in den Shop. Also für die 3D-Druck-Enthusiasten unter euch wäre das ja vielleicht eine Kleinigkeit jetzt für Ostern. Ist eben einfach was wirklich Kleines, ne? Wenn man einfach nur ein paar Schokoeier, einen kleinen Hasen oder sowas verschenken will, ist man damit, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wenn ihr technische Fragen habt bei der Umsetzung, wenn ihr was druckt und es klappt irgendwas nicht, dann meldet euch immer gern bei mir. Wir sind auch noch relativ frisch, sag ich mal, bei diesem ganzen Thema. Aber ich steige ja bei solchen Themen auch immer gleich ziemlich in die Tiefe, sage ich mal, ein. Mich interessiert das alles, mich interessieren die Zusammenhänge. Ich will immer bei allem verstehen, warum das so ist, wie das ist, was man wie einstellen kann, wo man irgendwie Einfluss nehmen kann und versuche dann einfach logischerweise alles, was ich rausfinde, diesbezüglich auch mit euch zu teilen. Das heißt, habt keine Hemmungen, gerade wenn ihr auch neu seid in dem Bereich, auch wirklich einfach zu fragen. Ich helfe so gut ich kann und ich versuche dann auch immer, das irgendwie für euch aufzubereiten. Das sage ich auch immer zu Annette, wenn irgendwas schief geht, ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind alle noch relativ frisch, sage ich mal, in dem Thema und aus jeder Sache, die irgendwie schief geht, lernt man immer irgendwie was und ja, weiß dann am Ende wieder mehr über sein Gerät und was man wie besonders passgenau handeln kann. So, jetzt stelle ich mich hier noch einmal ganz stolz hinter meinen Kranz, wink euch noch einmal und entlasse euch ins Wochenende, würde ich sagen. Sind wir heute relativ früh dran, aber ich habe quasi die Woche über quasi schon fleißig gearbeitet und habe mir den Zusammenbau einfach nicht aufheben wollen für heute, weil ich auch wusste, dass das zu viel ist. Also wenn ich hier stehe und 40 Segmente klebe, dann ist es für euch halt auch wahrscheinlich so mittelunterhaltsam. Obwohl das Dekorieren mit den Blumen jetzt für euch vielleicht auch nur so mittelunterhaltsam war, ich weiß es nicht. Aber ich versuche das einfach so sukzessive quasi Stück für Stück so zu machen, dass ich halt mit den Sachen möglichst zügig durchkomme. Und die Cornelia hat sich wirklich schon so auf die Datei gefreut. Die hat die ganze Woche schon gefiebert, wann es soweit ist, wann die vielleicht soweit fertig sein könnte. Und ja, deshalb wollte ich es nicht aufschieben. So, ich habe keine Ahnung, was wir nächste Woche machen. Das wird wie diese Woche einfach, sage ich mal, relativ spontan. Je nachdem, was mir jetzt gut von der Hand geht. Wir gucken. Und Diana hat sogar geschafft und hat durchgehalten und ist wach geblieben. Na gut. Ich wünsche euch allen, ja, die Maren sagt, sie nimmt gerne noch mehr Blümchen. Noch mehr Blümchen oder vielleicht auch ein Hasen oder ein Ei oder ein Vogel. Ich wär jetzt kurz bei Osterei gewesen. Und bei einem Hasen, der vielleicht entfernt zu dem Hasen mit Herz passt. Wo ich auch so ein schönes Foto von dir habe, Maren. Maren XXL, genau. Die Fächerblume Maren XXL, die wartet auch schon aufs zusammengeklebt werden. Deine Tulpen von heute sind auch hochgeladen. Marina, habe ich die übersehen? Ich gucke gerade noch mal schnell. Weißt du, was wir machen, Marina? Ich hoffe, du siehst es mir nach. Die gucken wir uns einfach nächste Woche in Ruhe an. Die Bilder laufen dann chronologisch nach Veröffentlichungsdatum. Das heißt, was jetzt nicht drin war, ist nächste Woche in den Bildern auf jeden Fall mit drin. So. Die Maren sagt, ja, XXL sehr gerne. Wir gucken mal. Ich glaube halt, bei der XXL-Blume gibt es quasi keinen Erklärungsbedarf. Da stehe ich auch wieder einfach nur rum und klebe, weil die einfach so funktioniert wie die kleinere XXL-Blume, wie die kleinere Deko-Blume Maren, die ja hier oben schon steht, mit dem einzigen Unterschied, dass es 7 Segmente sind statt 6. Also da gibt es eigentlich nicht so viel Bedarf, irgendwas zu erklären. Wir schauen. Meldet euch für die Sofortproduktbenachrichtigungen in eurem Kundenkonto an, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten sein wollt, wenn Sachen irgendwie neu in den Shop kommen. Das hat mir
heute viel Spaß gemacht, einfach mal sowas ganz anderes mit euch zu machen. Ich hoffe, ihr wart auch gut unterhalten, habt trotzdem irgendwie einfach einen kreativen Abend gehabt und würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag um 20 Uhr wiedersehen. Weil ich es noch von keinem von euch gelesen habe, wer noch da ist, lässt gerne noch einen Daumen hier am Video. Ich freue mich immer bei eure Däumchen. Ich freue mich für die Nachgucker, für die, die nicht live dabei sind. Die gucken wahrscheinlich nie bis zu dem Punkt. Das müsste ich irgendwann mal am Anfang sagen. Ich freue mich auch, wenn ihr kommentiert, nachdem der Livestream vorbei ist. Ich weiß, dann ist es nicht mehr so super interaktiv, aber ich gucke die Kommentare trotzdem durch und schaue so ein bisschen, was dann auch eure Präferenzen waren. Also auch als Info für euch, die jetzt live dabei sind. Wenn ihr mal nicht live dabei sein könnt und die Aufzeichnung schaut, schreibt gern trotzdem was drunter. Es ist nicht so, dass es dann komplett verloren geht. Gut. Gute Nacht, ihr Lieben. Genau. Gute Nacht, sagt die Karin auch. Und tschüss. Schönes Wochenende für euch alle. Ich schmeiße euch jetzt noch den Stream-Ende-Song rein und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert.